Genau, also es gibt keine Brandmauer gegen die Wählerinnen und Wähler der AfD, das sage ich ganz klar. Es gibt aber eine Brandmauer, und das zu Recht, gegen eine extrem rechte Partei wie die AfD in Thüringen das tatsächlich ist. Und das sagt nicht ist, also das müssen Sie nicht mir glauben, das sagt die Wissenschaft, das sagen Sicherheitsbehörden und das sagt zum Beispiel unter anderem jüdische Organisationen, die letzte Woche, der Zentralrat der Juden unter anderem, sich da positioniert hat und klar gesagt hat, die AfD ist eine antisemitische, völkische Partei, die unsere Demokratie gefährdet. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann glauben Sie es vielleicht den migrantischen, den jüdischen Organisationen oder auch den Frauenorganisationen. Die Altparteien halten ihre Brandmauer gegen die AfD, aber nicht gegen deren Wähler. Während sie den politischen Gegner ausgrenzen, sind deren Stimmen bei den Grünen mehr als willkommen. Willkommen in der Wahlarena Thüringen 2024, dem reinsten Theater der Politik. Fragen an die Spitzenkandidaten: Wie ehrlich ist dieses Spiel wirklich? Seht es euch selbst an. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, fallen mir Dutzende Wahlplakate auf, die überall präsent sind, wo sehr viel, gefühlt von jeder Partei, propagiert wird über die Außenpolitik. Es ist ein wichtiges Thema, aber ich sage mal ganz ehrlich, es ist ein Thema, was eigentlich nicht zum Landeswahlkampf gehört. Warum glauben Sie, wird das gemacht? Ich sage mal, viele Leute beschäftigen sich wahrscheinlich, oder sie wissen es wahrscheinlich nicht, dass von Seiten des Landes her keine Außenpolitik gemacht werden kann. Also was kann wo entschieden werden, so diese große Frage? Genau. Also das sind natürlich absolute Renner, die da stehen, aber im Endeffekt kann das Land nicht entscheiden. Ja. Und trotzdem ist es ja so, dass Sie das natürlich auch interessiert, also natürlich die Frage der Haltung, ne? Das ist ja so ein Thema, Ukraine, Russland, dieser Krieg, das beschäftigt die Menschen im Land, das bekommt man mit auf Wahlkampfveranstaltungen, wir bekommen das hier im MDR auch mit, über viele E-Mails. Vielleicht können Sie Ihre konkrete Frage stellen und uns damit auch wissen lassen, was Sie da interessiert in diesem Zusammenhang. Ja, also mich speziell, was mir sehr auf den Nägeln brennt, ist die aktuelle Situation der Aufrüstung. Und ich hätte gerne gewusst, wie stehen die Kandidaten zu, oder was haben Sie für eine persönliche Einstellung, eine Stellung dazu, wie beziehen Sie Stellung dazu, zu dem Thema Aufrüstung? Okay, weil das so eine prägende Frage ist, Frau Köster, würde ich eines vorschlagen für heute Abend, dass das die erste Frage ist, die wirklich auch ausnahmslos mal alle 7 beantworten können, weil wir dann einfach uns ein Bild gemacht haben und ich glaube, dann haben wir auch Ihnen zu Hause ein gutes Bild gezeichnet. Ich würde Ihnen aber gerne den Aufschlag lassen. Wer soll zuerst antworten? Der Herr Ramelow, fangen wir von rechts an. Okay, dann bitte und die Minute für Sie. Ja, es ist ganz klar eine der bewegendsten Fragen überhaupt. Denn Krieg ist eine Katastrophe und das alltägliche Töten, das wir in den Nachrichten und im Fernsehen überall sehen, geht einem an die Seele, weil man merkt, da werden Menschen zerstört, da wird Leben zerstört. Deswegen habe ich mich sehr daran gerieben, als der von mir sehr geschätzte Verteidigungsminister den Satz sagte, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Ich würde mir wünschen, wenn Europa friedenstüchtig werden würde. Super, Zeit damit sogar unterschritten. Ja, unterschritten. Muss man an der Stelle sagen, es gibt kein kurz Zeitkontingent. Und bündig. Wir bleiben bei dem Thema, haben ja gesagt, das ist die einzige Frage, die in alle geht. Frau Hendlink, die Bundespartei der Grünen ist ja für Waffenlieferungen an die Ukraine. Kostet Sie das bei Ihrer Klientel hierzulande in Thüringen Wählerstimmen? Ja, erstmal danke für Ihre Frage, Frau Köster. Ich glaube, das ist auch wichtig als Grüne. Wir müssen uns sehr viel für dieses Thema momentan erklären. Ich glaube, wir alle Deutschen wünschen wir uns Frieden in Europa. Wir diskutieren gerade viel über die Frage, wie kommen wir dahin. Ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, wenn wir dem Aggressor, und das ist aus meiner Sicht in dem Fall Putin, da das Feld überlassen, der mit Raketen, mit vergewaltigten Frauen versucht, sich Teile der Ukraine einzuverleiben. Und unsere Haltung ist einfach ganz klar, wir stehen an der Seite der Ukraine, weil sie sind die Opfer, vor allen Dingen mit Hilfsgütern, mit humanitärer Hilfe und ja, auch mit Waffenlieferungen. Und glauben Sie, niemanden von uns fällt das leicht, diese Entscheidung momentan zu treffen. Aber wichtiger ist, dass wir momentan auch sehr dafür kämpfen, dass wir den Friedensprozess einleiten. Und ich gebe Ihnen recht, eine Aufrüstungsspirale will ich auch nicht haben. Das ist ganz klar. Aber an der Seite der Opfer momentan will ich schon stehen. Deswegen bin ich da ein Stück weit auch bei Bodo Ramelow, wenn es um die Aufrüstung geht. Okay, Zeit eingehalten. Herr Höcke, wie stehen Sie zu dem Thema?
Ja, man sagt, die Innenpolitik beantwortet die Frage, wie wir leben, und die Außenpolitik, ob wir leben. Und wir sind so nah an einem Krieg wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und wir wissen, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und die Position der AfD ist ganz klar: Nein zu diesem Krieg. Wir müssen so schnell wie möglich in Gespräche einmünden. Deswegen bin ich auch Viktor Orban dankbar, dem ungarischen Staatschef, der sofort, nachdem er die EU-Ratspräsidentschaft angetreten hat, nach Moskau gefahren ist, nach Peking und nach Washington, um Friedensgespräche zu führen. Wir müssen anfangen, miteinander zu reden. Das Sterben muss aufhören. Und ansonsten ist meine Überzeugung, Deutschland muss verteidigungsfähig sein. Das ist es im Augenblick nicht, aber es soll nicht kriegstüchtig sein. Wir haben einen grundgesetzlichen Auftrag zur Landesverteidigung, dazu stehen wir, aber wir wollen keinen Krieg mit Russland. Wir brauchen Frieden mit Russland. Das ist das Wichtigste jetzt. Und gerade nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sagen wir Deutschen und wir als AfD: nie wieder Krieg. Dankeschön. Herr Kemmerich, wie ist Ihre Haltung zum Krieg in der Ukraine? Keiner will einen Krieg. Aber in der Tradition von Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher und auch Helmut Kohl, die seinerzeit den sogenannten NATO-Doppelbeschluss auch besprochen haben, ist es ganz wichtig, auf der einen Seite Diplomatie, immer diplomatische Fäden und Kanäle offen zu halten, auf der anderen Seite auch tatsächlich verteidigungsfähig zu sein, damit ein Aggressor nicht aus seiner Position der Stärke einem einen Diktatfrieden oder Ähnliches aufzwingen kann. Und ich glaube, was den Leuten hier fehlt, ist eben diese diplomatischen Bemühungen. Die müssen mehr im Vordergrund stehen und keine Rhetorik, die da sagt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Die Leute wissen, dass jeden Tag mehr mit Waffenlieferungen Menschenleben kostet. Das wollen wir nicht. Aber nochmals, Europa hat eins verschlafen, nämlich eine Verteidigungsfähigkeit als eigener Kontinent aufzubauen. Und deshalb stärker auf der einen Seite diplomatische Bemühungen, stärker sichtbar. Und Viktor Orbáns Initiative war sehr publikumswirksam, aber bis jetzt auch wirkungslos. Man braucht auf beiden Seiten natürlich auch Verhandlungsbereitschaft. Die wollen wir einfordern. Herr Mayer, die Bundes-SPD, die will ja Langstreckenraketen in Deutschland stationieren lassen. Wie gut ist denn der Zeitpunkt gewählt, dieses Thema gerade jetzt zu setzen? Wissen Sie, die Frage ist ja, wie schaffen wir es, unsere Demokratie zu verteidigen? Die Demokratie ist kein Geschenk, was immer bleibt, sondern die muss immer wieder neu sich erarbeitet werden. Ja, sie muss errungen werden, und das gilt für die Demokratie im Inneren. Es gibt ja Feinde, die aus dem Inneren heraus die Demokratie angreifen, Extremisten. Dort müssen wir in der Lage sein, wehrhaft zu sein. Das betrifft insbesondere die Polizei. Aber es gibt natürlich auch Angriffe auf die Demokratie von außen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Russland eine Diktatur ist, die ein Nachbarland überfallen hat. Deshalb ist es wichtig, und da schaue ich natürlich erstmal auf die Bundesrepublik, und das ist das, was da auch beschlossen wurde, dass wir in der Lage sind, uns zu wehren. Und das ist das, was ganz zentral ist für mich. Ich denke mal, da sind wir uns auch einig, dass wir unsere Demokratie und unsere Freiheit behalten wollen. Und da braucht es eine stark oder gut ausgerüstete Bundeswehr. Okay, danke. Herr Vogt, seit Neuestem fordern Sie ja im Ukraine-Krieg, ich sag mal, mehr Diplomatie. Vorher waren Sie doch eher so auf der Linie der Bundespartei. Warum der Kurswechsel? Also erst einmal recht herzlichen Dank, Frau Köster, für die Frage, die viele Menschen im Land bewegt. Für mich ist das so, neben dem Haus meiner Großeltern verlief die Panzerstraße der Sowjets. Ich habe diese jungen Menschen erlebt, und jedes Mal, wenn ich die Bilder aus der Ukraine sehe, denke ich genau an diese jungen Menschen. Und was wir nicht wollen, ist, dass ein Despot darüber entscheidet, dass junge Menschen geopfert werden, egal ob in der Ukraine oder in Russland. Und deswegen ist, glaube ich, der Maßstab, weniger über Waffen als mehr über diplomatische Initiativen zu reden, glaube ich, das, was viele Menschen im Land bewegt. Und ich habe das schon seit 2 Jahren eingefordert, weil Deutschland war immer Friedensmacht. Deutschland hat immer versucht, weil wir keine eigenen Atomwaffen haben, Frieden zu stiften in Europa. Dafür braucht es eine hörbare, klare Position. Es muss aber auch der Anspruch gelten, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu dir. Also insofern braucht es natürlich auch eine Verteidigungsfähigkeit. Und Frau Köster, ich bin Ihnen sehr dankbar. Weltpolitik wird nicht im Thüringer Landtag gemacht. Darüber können wir nicht entscheiden. Und Frage auch an Frau Wolf, wie stehen Sie zu dem Thema? Naja, ich will an der Stelle ein bisschen widersprechen, weil wenn 2/3 der Thüringerinnen und Thüringer das Thema Krieg und Frieden gerade als das für sie drängendste und das für sie am beschäftigendste bezeichnen, dann ist es natürlich ein Thüringer Thema. Und es braucht eine sehr klare Thüringer Position.
Und die Bundesländer haben da eine große Bedeutung aus meiner Sicht. Und aus Thüringen ein sehr klares Friedenssignal zu senden, ist das, was mir persönlich wichtig ist. Und da geht es nicht nur um das Mitgefühl im Blick auf die Ukraine, das ist das eine. Aber es geht auch um die Frage, dass wir alles dafür tun müssen, dass der Krieg nicht weiter nach Europa getragen wird und dass es sich nicht weiter ausweitet. Und das ist was mich persönlich immer wieder auch packt, wenn ich höre, wie groß die Ängste genau davor sind. Und deswegen gibt es ein klares Bekenntnis gegen weitere Waffenlieferungen und es gibt ein klares Bekenntnis gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland und im Besonderen in Thüringen. Das ist mir persönlich unglaublich wichtig. Ich heiße Jürgen Hartmann, komme aus Weckerstedt. Das liegt zwischen Bad Sulza und Apolda. Ich werde in wenigen Wochen 75 Jahre. Ich weiß, ich sehe älter aus, aber das ist nun mal so. Das kann man so nicht sagen. Und möchte gern oder mache mir Sorgen um die Migration hier bei uns in Thüringen, auch bei uns im Weimarer Land, weil ich der Meinung bin, dass bestimmte Dinge der Integration aus dem Ruder gelaufen sind und Multikulti und die Beispiele in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Seit 2015 sprechen ja Bände. Und selbst die letzte Woche, als in Solingen die 3 Menschen erstochen wurden auf einem Stadtfest. Oder als in Mannheim ein Polizist ermordet wurde, das macht mir Riesensorgen und ich mache mir vor allen Dingen Sorgen um meine Kinder, um meine Enkel. Ich habe 4 Lieblingsenkel, hat mancher Opa natürlich auch. Ich habe 4 Lieblingsenkel und um die mache ich mir Sorgen, um die Zukunft für meine Kinder. Ja. Was soll denn bitte das noch werden, wenn wir die Integration und auch die Migration nicht in den Griff bekommen? Ja, also ich glaube, das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Ich würde Sie jetzt bitten, an der Stelle Ihre konkrete Frage, an wen und was wollen Sie wissen? Gern. Ich würde gern Herrn Ramelow fragen, Sie haben zur Begrüßung der ersten Flüchtlinge auf Thüringer Boden auf einem Bahnhof, könnte Erfurt oder Saalfeld gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau, haben Sie den Satz gesagt, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Nun möchte ich viele Messerangriffe, Attentate, Vergewaltigungen später und 9 Jahre später bitte wissen, wie denken Sie denn, Herr Ramelow, heute über diesen Satz? Ja, vielen Dank. Gib mir Gelegenheit, den Satz zu erklären, weil der hatte mit dem Flüchtlingszug überhaupt nichts zu tun, weil das war ein sehr anstrengender Tag, weil ich am Morgen gar nicht wusste, dass der Zug überhaupt zu uns kommt und wir wussten gar nicht, wo der anhält. Ich hatte also ganz andere Sorgen. Aber als ich auf dem Bahnhof stand, stand neben mir der Pfarrer von Ziegenrück und erzählte mir, dass er gerade aus Budapest gekommen sei und Flüchtlingen geholfen hat. Und da war eine Familie, die mit einem über 80-jährigen Vater unterwegs war. Die kam aus Aleppo und der Vater sitzt im Rollstuhl, hat einen künstlichen Ausgang. Und die Familie hat ihn gefragt, ob er den Menschen mitnimmt. Und er hat gesagt, ich darf das nicht. Und der Zug rollt ein und keiner steigt aus. Und wir wundern uns, warum erst keiner aussteigt. Und dann öffnen sich die Türen und etwas passiert innen drin und über die Köpfe wird der Rollstuhl rausgegeben. Ja. Und darauf bezog sich der Satz, weil ich so etwas in meinem Leben noch nie erlebt habe, dass ein Mensch, der mir schildert, dass er zerrissen ist von dem, dass er einen Menschen hinterlassen musste, der Hilfe brauchte. Hartmann, also konkrete Frage und eine Erklärung. Wie zufrieden sind Sie? Also wenn die Erklärung, und ich glaube, dass Herr Ramelow keine Frage so ist, dann ist das für mich erledigt. Vielen Dank für die Antwort. Habe ich verstanden. Aber ist das der Stil, den Sie sich auch für heute Abend wünschen? Konkrete Frage, konkrete Antwort? Aber ja, genau so ist das. Also ich habe ja konkret gefragt, ja. Sie haben konkret geantwortet. Also danke. Wunderbar. Dankeschön. Prima. Und das ist ja mitunter auch manchmal wirklich wichtig, Sätze gerne dann auch mal in den Kontext zu stellen, der vielleicht dann im Laufe der Jahre anders benutzt wird. Und deswegen war ich dankbar für die Frage und das dahinterliegende Problem, darüber können wir weiter diskutieren, weil da gibt es genügend zu Handlungen, gerade was können wir dann gerne nach der Sendung machen. Wir bleiben noch ein Stück beim Stichwort Migration, genau an der Stelle, und fragen mal bei Madeleine Hänfling nach von den Grünen. Ihrer Partei ist ja vom Koalitionspartner, ich sage es ganz offen und einfach, die Kompetenz für die Migration in Thüringen entzogen worden. Ja, die Justizministerin ist noch Justizministerin, aber keine Migrationsministerin mehr. Zumindest Teile der Bevölkerung empfinden das als einen gewissen, ist ja nun beim Innenminister angesiedelt. Zumindest Teile der Bevölkerung empfinden das doch so ein bisschen als Kontrollverlust. Wie würden Sie da in der nächsten Wahlperiode, so Sie mitregieren, damit umgehen?
Also vielleicht vorneweg, sie ist natürlich immer noch Migrationsministerin, das Ministerium heißt auch noch so und sie ist auch für Teile der Integration nach wie vor zuständig. Ich muss da meine Ministerin insofern in Schutz nehmen, weil wir da einen Konstruktionsfehler hatten. Das ist immer schwer zu erklären mit der Dienst- und Fachaufsicht. Diesen Konstruktionsfehler haben wir geheilt, das haben wir gemeinsam getan. Der ist also nichts weggenommen worden, sondern wir haben das in der Koalition gemeinsam besprochen. Und ich verstehe Ihre Frage dahingehend, dass wir natürlich wahrnehmen, dass die Migrantinnen, Migranten, die Geflüchteten, die zu uns kommen, an vielen Stellen auch tatsächlich dazu führen, dass Verwaltungen hier und da überfordert sind. Ich möchte aber auch da ganz klar sagen, da sind wir auch unzufrieden. Gerade in den Verwaltungen müssen wir dafür sorgen, dass Integration auch wirklich stattfinden kann. Wir brauchen viel mehr Deutschkurse. Wir müssen die Geflüchteten zum Beispiel auch schnell in Arbeit bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie ihre Bildungsbiografie auch beenden können. Viele der Menschen sind schon lange auf der Flucht und konnten deswegen beispielsweise auch keine Schulen besuchen. Und ich glaube, wenn wir das gut hinbekommen, dann bekommen wir auch ein gutes gesellschaftliches Klima hin, in dem alle gut miteinander klarkommen. Danke, Frau Henfling. Ich glaube, da war auch ganz schön viel drin, was man in der nächsten Wahlperiode anders machen will. Das war ja deine Frage, Andreas. Insofern das eine. Das andere ist natürlich, was wir trotzdem festhalten müssen an der Stelle. In Teilen der Bevölkerung gibt es eben doch ein gewisses Maß an Unzufriedenheit. Das ist nicht zu überhören und zu übersehen. Und da steht gar nicht mal die Frage oft im Raum, ob das nun landes- oder bundespolitisch ist. Man spürt das ja so ein bisschen auch in diesem Wahlkampf, dass die Menschen eben möglicherweise doch nicht immer ganz einverstanden sind mit dem, was da entschieden wird, ob nun in Erfurt oder Berlin. Fakt ist eines, dieser Verdruss, der wird sich im Wahlverhalten ausdrücken am kommenden Sonntag. Da brauchen wir, glaube ich, keine Glaskugel zu reiben. Der Umgang aber genau damit beschäftigt auch unseren nächsten Gast. Ich muss gar nicht weit laufen. Anne Post aus Gera sitzt neben mir. Hallo. Hallo. Frau Post, erklären Sie uns das. Dieser Umgang auch mit dem Verdruss, der wird sich niederschlagen, habe ich gesagt. Inwiefern, wovon gehen Sie da aus? Also ich gehe von Folgendem aus. Da muss ich ganz kurz was dazu erläutern. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn immer Führungsverantwortung gehabt. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, abgeschlossenes Studium. Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur. Und in meiner Funktion, vor allem 15 Jahre als kaufmännische Leiterin und Prokuristin, weiß ich, wie Unternehmen geführt werden. Und das heißt, ein Unternehmen führt man, indem man mit einer guten Qualifikation sach- und fachbezogene Entscheidungen trifft, die Probleme lösen. Dazu die Mitarbeiter mitnimmt, denn ohne Mitarbeiter geht es nicht. Und vor allem mit einem gesunden Menschenverstand an Entscheidungen rangeht. Und Sie müssen ja immer so eine Belegschaft auch mitnehmen, so eine ganze, ne? Habe ich gesagt, ja, genau. Ohne dem geht es nicht. So, und was ich festgestellt habe und was mich umtreibt, ist, dass ich in den letzten, ich sage es einfach mal, 10 Jahren, hat auch was mit Migration zu tun, festgestellt habe, dass genau das immer weniger überhaupt zu einem politischen Prinzip erklärt wird. Das heißt, fehlende Qualifikation bei Politikern, nicht die passende Qualifikation für bestimmte Ämter. Dazu kommt, dass die Wählerinnen und Wähler, muss ich jetzt ja mal auf die Wahl beziehen, sich immer weniger mitgenommen fühlen. Genau, und das ist ja, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil dahin bezieht sich auch Ihre konkrete Frage. Ja, Vielleicht und können dass wir der gesunde Menschenverstand immer weniger. Aber Ihnen ging es ja auch um den Wählerwillen. Vielleicht können Sie da mal Ihre Frage stellen und auch an wen. Von wem wollen Sie das denn dann wissen? Also in diesem Zusammenhang stelle ich die Frage an Frau Henfling. Es ist ja nach den Umfragen damit zu rechnen, dass ca. 30% der Wählerinnen und Wähler die AfD wählen werden. Das ist 1/3 der Wähler, erwachsene Menschen. Das ist kein Pappenstiel. Und diese Menschen haben das Recht, politisch vertreten zu werden und mitzubestimmen, wie die Politik in den nächsten Jahren hier in Thüringen vonstatten geht. Und vor allem Frau Post, das, Entschuldigung, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Hier sitzen ganz viele Menschen, die auch noch fragen. Können Sie meine Frage, wie wollen Sie mit den 30% Wählerwillen umgehen, wenn die AfD gewählt wird in der Höhe? Ja, das ist die Frage eigentlich, ne? Und vor allem, wenn Sie immer wieder von Brandmauern Frau Post, sprechen. Entschuldigung, ich will wirklich, hier sitzen ganz viele Menschen. Ja, okay. Ich würde Sie, also Umgang. Die Frage ist, der Umgang mit der AfD, mit den 30%, die zu erwarten sind. Okay, Frau Henfling, bitteschön. Genau, also es gibt keine Brandmauer gegen die Wählerinnen und Wähler der AfD. Das sage ich ganz klar. Es gibt aber eine Brandmauer, und das zu Recht,
gegen eine extrem rechte Partei wie die AfD in Thüringen das tatsächlich ist. Und das sagt nicht also das müssen Sie nicht mir glauben, das sagt die Wissenschaft, das sagen Sicherheitsbehörden und das sagt zum Beispiel unter anderem jüdische Organisationen, die letzte Woche der Zentralrat der Juden unter anderem sich da positioniert hat und klar gesagt hat, die AfD ist eine antisemitische, völkische Partei, die unsere Demokratie gefährdet. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann glauben Sie es vielleicht den migrantischen, den jüdischen Organisationen oder auch den Frauenorganisationen, die ganz klar eine Bedrohung in der AfD sehen. Ich bin immer offen, mit AfD-Wählerinnen zu sprechen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das mache ich übrigens auch die letzten Wochen permanent. Aber ich glaube, es braucht, um Demokratie zu erhalten und um sie wehrhaft zu erhalten, von Politikerinnen und Politikern eine klare Haltung. Deswegen steht auf meinem Plakat auch, Demokratie braucht Rückgrat. Und Rückgrat heißt in dem Fall eine klare Kante gegen die Extremrechte. Und die AfD von Herrn Höcke in Thüringen ist eine extrem rechte Partei. Das Thema Brandmauer, Herr Vogt, das beschäftigt ja nicht nur viele Wählerinnen und Wähler, das beschäftigt auch die CDU, Ihre Partei. Darf sie mit der AfD abstimmen? Wann beginnt eine Zusammenarbeit? Sie kennen das alles. Wie wollen Sie denn mit 30% Wählern der AfD umgehen? Das ist kein Pappenstiel. Also ich finde das wirklich eine sehr gute Einlassung von Frau Paust. Schönen Dank dafür, weil es geht nicht um Brandmauern, es geht um Prinzipien. Und ich kann Ihnen das ganz offen sagen, Björn Höcke hat jetzt am Wochenende erst im Sommer da gesagt, er wünscht Thüringer mittelständischen Unternehmen schwere wirtschaftliche Turbulenzen, weil der Maßstab natürlich ist, wenn es sind auf Video, Herr Höcke, ja, können Sie nachlesen. Ja, wir machen mittelstandsfreundliche Politik. Dementsprechend kann ich Ihnen nur sagen, es geht schon darum, dass wir ein Land haben, wo wir tatsächlich nicht 20-30% verbringen wollen, also die rausfliegen. Wir wollen eine mittelständische Wirtschaft, die funktioniert, aber wir wollen in der Tat, und da hat Frau Post recht, die Wähler ernst nehmen, mit ihren Belangen, mit ihren Themen, Migration zu klären, das mit einer klaren, konsequenten und harten Haltung. Und dass auch Menschen eine Qualifikation haben. Wir haben als CDU im letzten Jahr ein Ministergesetz im Thüringer Landtag eingebracht, wo wir gesagt haben, wer in Thüringen Minister werden will, der braucht zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung. Muss kein hochstudierter Mensch sein, aber jemand, der im Leben schon mal bewiesen hat, was zu Ende zu bringen. Weil viele im Land momentan den Eindruck haben, von Menschen geführt zu werden, die ihr eigenes Leben nicht im Blick haben, aber vorschreiben wollen, wie man sich zu ernähren, zu heizen oder sich fortzubewegen hat. Jetzt sind wir sozusagen wieder über die Zeit gekommen, aber es war knapp dran. Das wollen wir noch durchgehen lassen. Aber interessant ist natürlich auch, dass wir auch jetzt wieder so eine zweigeteilte Antwort hatten. Wir werden das im Laufe des Abends noch weiter thematisieren. Ich will noch mal ein anderes Thema aufrufen, weil das auch ganz oft natürlich diskutiert wird, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, wenn es um die Wahlversprechen geht. Wir hatten es ganz kurz schon über die Wahlplakate, ne, was da so alles draufsteht. Und es wird eben auch sehr viel versprochen in diesem Wahlkampf. Und vielleicht haben Sie ja auch mal für sich zu Hause so ein bisschen eine Abrechnung gemacht, wie viele Wahlversprechen sind eigentlich konkret eingehalten worden. Das hat mit Sicherheit Jens Hoffmann aus dem Landkreis Weimarer Land gemacht. Ja? Genau, schönen guten Abend. Wir wollen über konkrete Wahlversprechen und den Umgang damit reden. Das beschäftigt Sie. Inwiefern? Zum einen muss ich sagen, ich beschäftige mich privat auch mit Politik. Ich bin Mitglied der SPD hier in Thüringen, stehe auch dazu. Natürlich habe ich mich im Vorhinein zur Wahl mit allen Wahlprogrammen beschäftigt, weil ich möchte wissen, mit wem haben wir es denn in der nächsten Landesregierung hier zu tun und wer wird Thüringen regieren. Darf ich Sie ganz kurz fragen, lesen Sie dann alle Wahlprogramme oder Natürlich. Übersicht? Ich lese alle Wahlprogramme von vorn bis hinten. Gut, also wer das noch machen möchte, an der Stelle auf mdr.de/Wahl haben wir alle Wahlprogramme und alle Analysen dazu aufgeschrieben, auch in Kurzform. Aber jetzt ganz. Genau. Es ist halt einfach, bei allen Parteien gibt es Versprechen, die bei den Wahlen eingeführt werden. Das meiste hat damit zu tun, dass man Bürger entlasten möchte, dass man was für die Familien tun möchte und. Und meine konkrete Frage, die geht an Herrn Höcke. Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie neugeborenen Kindern in Thüringen 10.000 € verteilt auf 5 Jahre zahlen möchten. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, wie im letzten Jahr wurden 13.000 Kinder in Thüringen geboren. Das machten im ersten Jahr 26 Millionen €, die Sie aus dem Haushalt, der sehr eng gestrickt ist, ausgeben wollen. Im 5. Jahr reden wir über 130 Millionen. Das heißt, in den ersten 5 Jahren, möchte Ihre Partei 390 Millionen € Steuergelder aus Thüringen darin investieren. Wie möchten Sie das finanzieren? Die Zahlen sind nicht richtig. 10.000 € für jedes neugeborene Thüringer Kind, angerechnet auf die Einkommensteuer, gestreckt über 5 Jahre. Müssten Sie da nochmal entsprechend nachrechnen. Übrigens, Herr Vogt hat gerade hier eine Lüge in den öffentlichen Raum gestellt, die nicht so stehen bleiben kann. Lesen Sie sich bitte unser Mittelstandsprogramm durch. Wir sind eine extrem mittelstandsfreundliche Partei. Wir wollen eine demografische Wende haben. Wir haben seit 50 Jahren einen Sterbeüberschuss in Deutschland und Thüringen hat seit der Wende über die Hälfte seiner Einwohner verloren. Wir müssen da jetzt gegengehen, weil die Zukunft
können wir nur erreichen, wenn wir wieder Ja zum Kind sagen. Unser Programm führt ganz deutlich aus, dass Kinderkriegen wird in Thüringen nicht mehr am Geld scheitern. Geld ist in Thüringen für alles Mögliche da. Für Ideologieprojekte, den sogenannten Kampf gegen Rechts, der hier in Thüringen den linksextremen Sumpf nährt, wie wir das nachgewiesen haben. Für Migration hunderte Millionen in den letzten Jahren. Alles das kann eingespart werden für Klimagesetze, die keine Effizienz haben und so weiter und so weiter. Wir wollen das Geld ausgeben, das hier erwirtschaftet wird, für Thüringer Interessen. Und es ist im Thüringer Interesse, eine Zukunft für Thüringen aufzubauen. Und das geht nur mit Kindern. Deswegen Ja zum Kind. So, Herr Hoffmann, die Frage an Sie. Konkrete Frage. War die Antwort für Sie so? Nein. Weil Sie wieder, wie ich Herrn Höcke leider öfter schon erlebt habe, es wird drumherum geredet. Es wird nicht auf den Punkt gebracht. Was habe ich das denn war eine nicht konkrete beantwortet? Frage, Herr Höcke. Wie wollen Sie das Ich finanzieren? habe es auch gerade gesagt. Wir streichen die Migrationskosten, Also wir streichen Klimakosten, wir streichen den Kampf für Linksextremismus, alles das bringt Millionen und das Geld ist da, wir haben das gegenfinanziert. Wir haben auf alle Fälle festgehalten, dass Sie sich verrechnet haben, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja. Doch, doch. Okay. Ich würde sagen, wir machen das mal mit einem Faktcheck und gucken mal, was da möglicherweise falsch war. Ansonsten sage ich Dankeschön, Herr Hoffmann. Und wir haben noch mal gehört, wie Herr Höcke das mit der AfD machen will. Hat er ja nachgereicht, zumindest aus seiner Sicht ganz konkret. Das Thema Wahlkampfversprechen mit konkreten Finanzierungsvorschlägen hinterlegen. Das haben wir ja gerade. Die Grünen beispielsweise, Frau Hänfling, die wollen den ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land, ich wohne da, deutlich verbessern. Zwischen 5:30 Uhr und 21:30 Uhr soll auf jedem Dorf mindestens einmal pro Stunde ein Bus fahren. Was wird das kosten und wer soll das denn finanzieren? Das wird einiges kosten und das müssen wir gemeinsam finanzieren, damit wir tatsächlich die Verkehrswende hinbekommen. Ich rede da natürlich nicht von, wir lassen auf jedem Dorf einen riesengroßen Bus fahren. Es gibt da natürlich auch andere Möglichkeiten, beispielsweise mit einem Rufbussystem oder einem Taxisystem. Das werden wir sukzessive einführen. Das wird sozusagen nichts sein, was man einmal komplett auf Thüringen ausrollt. Und das kann man so klar gar nicht beziffern. Das muss man sich tatsächlich sehr genau anschauen, auch gerade was die Zubringer angeht. Das ist der sogenannte Thüringen-Takt, den wir wollen. Damit wollen wir Menschen ermöglichen, dass sie beispielsweise, wenn sie sich kein zweites Auto leisten können oder wenn sie eben in einem Alter sind, wo sie nicht mehr gut Auto fahren können und das vielleicht auch nicht mehr möchten, trotzdem aufs Dorf und vom Dorf wegkommen. Und ich lebe auch im ländlichen Raum und ich glaube, wenn wir die Menschen im ländlichen Raum halten wollen, auch gerade die jüngeren Menschen, dann müssen wir da ein gutes Angebot machen. Und ja, das wird teuer werden und ja, das wird mit der aktuellen Regelung der Schuldenbremse nicht funktionieren. Wir brauchen die Investitionskosten und dann müssen wir über die Schuldenbremse auf Bundesebene reden. Jetzt haben wir Herrn Höcke so in die Mangel genommen. Sie haben gesagt, einiges kosten, Frau Hänfling. Eine Zahl? Nein, es gibt dazu keine. Okay, es gibt dazu ich keine. könnte jetzt irgendeine Zahl in den Raum stellen, die wäre aber ich dachte nur, Sie sehr hätten darüber wahrscheinlich vielleicht falsch. nachgedacht, bevor Sie das ins Wahlprogramm schreiben. Deswegen einfach nur. Wir haben darüber nachgedacht. Aber wir haben verstanden, Lars, neue Schulden. So, nee, wir sagen nicht neue Schulden, wir sagen, wir wollen investieren. Wir machen investieren weiter. ist nicht zwangsläufig das Gleiche wie einfach planlos Schulden machen. Gut, also das okay, das halten wir so fest. Wir bleiben auch noch mal beim Thema ÖPNV und einer Frage, wie zu Ende gedacht sind diese Vorschläge eigentlich, weil natürlich wahnsinnig viel zum Thema ÖPNV in den Wahlprogrammen steht, wenn man sich das durchliest. Das beschäftigt auch James Peters aus Umferstedt. James Peters, Sie haben irische Wurzeln? Richtig, genau. Ja. So, was beschäftigt Sie denn mit Blick auf ÖPNV und die Versprechen in den Wahlprogrammen? Naja, also erstmal als behinderter Mensch macht man sich natürlich Gedanken darum, wie geht es weiter, wie würde es unter der Führung der AfD weitergehen, bezüglich auch mit behinderten Menschen oder halt mit Menschen mit Einschränkungen. Öffentlicher Nahverkehr ist ja sowieso immer ein bisschen ein Problem. Bei uns in Umferstedt fährt 3-mal ein Bus am Tag, am Wochenende noch weniger. Ist leider ein Reisebus, also der Behinderte muss halt irgendwie an den Haaren da reingezogen werden oder so. Mal gucken, oder unten ins Staufach vielleicht oder so. Man weiß es nicht ganz genau, aber ich komme halt nicht weg vom Dorf, wenn ich nicht ein eigenes Auto habe. Für meinen Rollstuhlverladekran habe ich 6 Jahre geklagt, damit ich überhaupt zur Arbeit komme. Ja, also da ist für mich natürlich große Sorge, wie geht es überhaupt weiter für alle Behinderten. Klar. Also fährt kein Niederflurbus, ne? Also es ist schon klar, dass das für Sie ein großes Problem ist. Vielleicht können wir das konkretisieren mit einer Frage und an wen? Ja, also ich würde ganz gerne den Herrn Kemmerich fragen. Und zwar, ich habe mir das mal aufgeschrieben nochmal, weil ich hatte Hirntumor Anfang des Jahres, deswegen schreibe ich es mir lieber auf. Wie sieht also die FDP das Problem von barrierefreien öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum und welche Lösungsvorschläge haben Sie? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, Ihr Beispiel zeigt, dass die Mobilität sehr individuell gestrickt sein muss.
Weil wir werden es nicht schaffen, jedenfalls nicht zu vertretbaren Kosten in einer vertretbaren Zeit, diesen grünen Wunsch zu erfüllen. Einen Thüringen-Takt mit jeder Stunde ein Bus und erst recht Ihr persönliches Problem kriegen wir auch so nicht gelöst, weil wie als Ihre individuelle Geschichte, die wir da lösen müssen. Und deshalb sage ich, die Mobilität muss zu den Menschen passen, die mobil sein müssen. Und das fängt damit an, dass es ein klares Bekenntnis gibt, Mobilität auch weiter verbrennergesteuert zu machen. Dass ÖPNV eben nicht die Lösung für alle Probleme ist, sondern dass wir Ihnen ermöglichen, jederzeit auch mit dem Auto auch in eine Stadt zu kommen, dort zu parken und Ihre Wünsche, Wege, Arztbesuche oder was immer anfällt, auch zu erledigen. Ich halte es, eine Lösung hilft für alles, immer für sehr gefährlich. Und das trifft dann auch für Mobilität und für die Wünsche, die noch nicht mal beziffert werden konnten. Wir müssen einfach Prioritäten setzen. Und wenn wir das individuell lösen können, auch mit Hilfe Ihrer Mitbürger, dann hat das meine Priorität. Wie zufrieden sind Sie, Herr Peters? Zum Teil. Also ich sage mal, es ist natürlich sehr viel jetzt drumherum gesprochen worden in dem Sinne, aber es ist nichts Konkretes. Ich würde mir wünschen, das sage ich mal an alle Parteien, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, weiß ich nicht, da setze ich einen Mitarbeiter drauf an und der kümmert sich drum und Sie kriegen dann von mir dann eine öffentliche Antwort. Das wäre mal eine klare Meinung und eine klare Aussage. Zumal das Thema ÖPNV ja in fast jedem Wahlprogramm steht. Ich habe mal bei der SPD nachgeschaut. Herr Mayer, wir setzen uns auch zukünftig für einen flächendeckenden Thüringer Nahverkehrsverbund ein, der gemeinsame Tickets ermöglicht, Kosten senkt und Hindernisse zur Nutzung minimiert. Also noch allgemeiner kann ich mir das kaum vorstellen. Ist Ihnen das Thema nicht wichtig? Natürlich ist es uns wichtig und das ist ja eben deutlich geworden, wie wichtig es ist, weil wir sehen, dass ja was für Herausforderungen damit verknüpft sind, dass da nur ein Reisebus anrückt. Und insofern ist das ganz klar, der öffentliche Personennahverkehr muss so gedacht werden, dass alle mitkommen. Und der muss natürlich auch bezahlbar bleiben. Das ist ein Element der Daseinsvorsorge. Und wir setzen uns dafür ein, dass Daseinsvorsorge natürlich auch so gemacht wird, wie gesagt, dass sie funktioniert und nicht allein nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. Ich war bei Nahverkehrsunternehmen, das Thema Rufbus ist wirklich spannend. Ja. Man kann es heute auch mit Algorithmen so gestalten, dass das gut funktioniert, dass man zu Hause am Handy einfach einen Rufbus bestellt. Der kommt dann auch, und das muss man sich nicht vorstellen als ein großes Fahrzeug, sondern das kann auch ein kleiner Verbrenner, kann das auch sein, überhaupt kein Problem, wo eben auch Sie sagen können, ich brauche einen Lift, ich muss in dieses Fahrzeug rein. Das ist mit technischen Möglichkeiten. Ich war gerade bei einem IT-Unternehmen im Saalfeld, gerade heute, genau über dieses Thema haben wir gesprochen. Und das ist die SPD. Die SPD ist eine Fortschrittspartei, die genau solche Lösungen anstrebt. Und wir halten fest, wir haben ein grünes Nicken beim Thema Verbrenner. Hast du es gesehen? Ja? Ich habe es gesehen. Ja. Und wir halten fest, der Rufbus natürlich auch eine ist ja auch eine Möglichkeit, Legende, dass wir nicht gegen die möglicherweise Verbrenner dann die Luft durch Ja. die Gegend zu fahren, weil die Busse dann doch vielleicht leer sind. Also das als eine Option haben wir gelesen und gehört jetzt auch von der SPD angeboten. Aber ÖPNV ist natürlich auch nur ein Teil, wenn es um Mobilität geht. Sie wissen das, da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Eben auch die Schiene, die Straße, alles Themen, die Sie beschäftigen. Und wenn es da um die Frage der Instandhaltung und auch um den Ausbau geht, gibt es unter Umständen auch Möglichkeiten, wie der Bund da helfen kann. Wir sind zu Gast bei Heidrun Röckertz in Weimar. Schönen guten Tag, Frau Röckert. Wie geht es Ihnen heute? Guten Tag, danke. Ja, sind Sie zufrieden bislang? Ja. Ja, okay, das ist doch schön, wenn wir Sie zufriedenstellen können. Warum beschäftigt Sie das Thema Mobilität und was da genau? Konkret ist es so, seit ich in Südkorea war, treibt mich das Thema Mobilität um, denn dort klappt das. Ja, und hier es sind Sie klappt unzufrieden? hervorragend auf die Sekunde, genau. Okay, ja. Es ist ja nun so, wenn man mit Ihnen spricht, das haben wir vor der Sendung getan, da hört man, dass Sie allerlei Dinge umtreiben. Aber konkret gibt es da auch sozusagen was, weil Sie natürlich vor Ihrer eigenen Haustür auch gucken, wie geht es da weiter in Sachen Mobilität und eben auch Straße, Schiene und so weiter. Stichwort Verkehrsplanung. Ja, es gibt diverse Straßenbauvorhaben in Deutschland und auch in Thüringen, die vom Bund finanziert werden. Und mich würde jetzt interessieren vom Herrn Vogt, was er antwortet auf meine Frage, wie seine Partei diese vom Bund finanzierten Straßenbauvorhaben unterstützt und vorantreibt. Also das heißt, wir sind beim Stichwort Bundesverkehrswegeplan, ja?
Bundesverkehrswegeplan, aber ich habe das Wort jetzt ein bisschen gemieden, weil damit kann, glaube ich, kaum einer was anfangen. Wir haben einmal es gesagt. So, bitte, Herr Vogt. Ja, recht herzlichen Dank. Das ist natürlich ein Bundesthema, wo das Land auch mit unterstützen muss. Es geht ja im Kern um die Frage, dass einfach schneller auch gebaut wird, damit Umgehungsstraßen stattfinden, damit wir auch beschleunigen, wenn es für den überörtlichen Verkehr Straßenverbindungen braucht. Das gilt übrigens auch für die Schiene, wenn wir jetzt mal in Thüringen denken, auch der ganze Ostthüringer Raum, der mit angeschlossen werden kann, aber auch in der Nord-Süd-Verbindung. Da gibt es durchaus Themen, die wir gemeinsam mit dem Bund koordinieren sollten und auch wollen. Wir stehen für Planungsbeschleunigung als CDU, also dass es schneller geht, weniger Bürokratie. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass der Individualverkehr funktioniert. Heutzutage beim ÖPNV ist es so, vielfach ist es nur Schülerverkehr. Ich komme aus einem 120-Einwohner-Dorf, da kommt morgens und abends ein Bus. Das wird nicht funktionieren, wird quersubventioniert. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir das beides unter einen Hut kriegen, zum Beispiel eben auch mit Rufbusangelegenheiten. Wichtig ist Infrastruktur. Warum zahlen Menschen Steuern? Damit Recht und Ordnung durchgesetzt werden, Bildung funktioniert, Gesundheitsvorsorge und die Infrastruktur. So, Herr Vogt hat es genau in 60 Sekunden gepackt. Sehen Sie, Herr Vogt, genau das ist es. Ihre Partei, die CDU, ist diejenige, die in Weimar im Verbund mit den Grünen den Fertigbau der Umgehungsstraße seit Jahrzehnten verhindert. Und das ist Glaubhaftigkeit in der Politik, die beschädigt wird. Und deshalb gibt es Politikverdrossenheit. Es liegt auch an Ihrer Partei, auch wenn Sie das nicht hören wollen. Also, herzlichen Dank. Ich komme auch gerne mit Ihnen nach Weimar. Wir schauen uns das gemeinsam an. Sie können das nach der Sendung gerne bilateral klären. Ist ja Kommunalpolitik. Ja, aber ich kandidiere gerne auch dafür und will Verantwortung in Thüringen. Herr Vogt, man solche Knoten auch durchschlagen. Machen wir dann nach der Sendung. Das ist okay, Sie sind ja beide noch da nach der Sendung. Das kann man ja ganz konkret machen. Wir tauschen dann die Kontaktdaten. Ist klar, Weimar, der ganz konkrete Fall, ist jetzt nicht wirklich Ihr ganz konkretes Ding in dem Sinne, weil Sie jetzt größer denken. Wir bleiben noch einen Moment beim Stichwort Bundesverkehrswegeplan. So schlimm ist das Wort gar nicht. Bis 2030, Frau Wolf, steht der. Da kann sich nichts mehr ändern. Aber in der nächsten Legislaturperiode fällt die Anmeldung für die Projekte, die bis 2040 geplant werden sollen. Welche konkreten Projekte sehen Sie denn da vom BSW ganz vordringlich an? Das Vordringlichste, was wir tatsächlich auf die Reihe bringen müssen, ist genau das, was wir angesprochen haben, dass der ländliche Raum so angebunden ist, dass er sich nicht abgehangen fühlt und dass der ländliche Raum mit unterschiedlichen Verkehrsträgern die Chance hat, A, ein normales Leben zu führen und B, an die urbanen Räume, also an die Städte angebunden zu sein. Und alles, was diesem Prinzip hilft, ist notwendig und ist wichtig. Und da ist das Thema ÖPNV im Übrigen ein ganz, ganz wichtiger Baustein, weil der muss wieder funktionieren. Und im Moment funktioniert er zu oft nicht. Die Förderung für die Busse, für die Kommunen sind so weit zurückgegangen, dass die Kommunen es aus eigener Kraft kaum noch schaffen, die Busflotte zu modernisieren. Bei den Zügen erleben wir genau das, was rauskommt mit einem neoliberalen Denken, dass die Züge sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr schlicht kaputt gespart wurden. Und Sie haben ja recht, es ist Zufallsprinzip, ob einer kommt oder nicht. Bundesverkehrswegeplan, alles, was sich an diesen Fragen entlanghangelt, alles, was an dieser Stelle hilft, wird von uns unterstützt. Jetzt frage ich dich mal, bist du zufrieden mit der Antwort? Ja, Gott, konkreter wird es vielleicht nach der Wahl. Wir werden sehen. Der Bundesverkehrswegeplan, um diesen Begriff noch einmal zu benutzen, vielleicht das Instrument des Bundes auf dieser Ebene. Wir wollen aber noch mal andere Beispiele so ein bisschen abarbeiten, wenn es um die Abhängigkeiten zwischen Ländern und Bund geht. Und jetzt bin ich beim Herrn Schönknecht. Bin ich denn richtig bei Ihnen? Ne? Guten Abend, Herr Schönknecht. Wir kommen noch mit einem Mikrofon zu Ihnen, damit Sie auch zu verstehen sind. Schön, dass Sie da sind. Aus dem wunderschönen Bad Tabarz sind Sie zu uns gekommen. Ich wohne in Bad Tabarz. Ja. Was umtreibt Sie denn bei diesem Thema? Also wir reden jetzt über Bund-Länder-Verhältnis. Da haben Sie auch so ein bisschen was auf der Seele. Ja, kurz vorweg, ich bin Schwimmmeister im wahrscheinlich schönsten Freibad Thürings. Mit 10-Meter-Turm, ne? Bitte? Mit 10-Meter-Turm. Mit 10-Meter-Turm und einer ganz tollen Historie. Direkt an der Ich stehe in der Öffentlichkeit und sehe natürlich jeden Tag die Kinder um mich rum. Und mir fällt natürlich auf, dass sie zum einen relativ unsportlich sind. Es kommt immer mehr dazu, auch wenn man sich mit den Kindern unterhält. Wir waren vorhin schon mal so weit, Bildung. Und das ist alles, denke ich mal, Landessache. Und deshalb meine Frage an Frau Wolf. Im Falle einer Wahlbeteiligung bzw. Regierungsbeteiligung,
in Thüringen, wie wollen Sie sich entgegen der Politik der Bundesregierung hier im Land stark für unsere Bildung machen? Bildung ist ein klassisches Landesthema und deswegen können wir an der Stelle wirklich mit voller Kraft vorausgehen. In der Bildung erlebe ich, dass im Moment aus meiner Sicht die größte Katastrophe ist, dass das, was an Politischem verpasst wurde in den letzten Jahren, dass das auf dem Rücken der Lehrerinnen und Lehrer ausgetragen wird und auf dem Rücken der Schulen. Der Druck wird von oben nach unten weitergereicht. Wir erleben einen dramatischen Unterrichtsausfall. Wir erleben die Situation, dass, da haben Sie völlig recht, dass selbst der Schwimmunterricht nicht mehr vernünftig sichergestellt werden kann und dass an viel zu vielen Stellen die Lehrerinnen und Lehrer sich alleingelassen fühlen. Meine Sofortmaßnahmen sind an der Stelle einfach. Wir müssen mehr für das Gesundheitsmanagement in Schulen tun. Wir müssen die Bürokratie zurückschrauben. Das gelingt uns sehr schnell und sehr einfach, weil ich immer, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, höre, an welchen Stellen sie aufgrund von fehlender technischer Ausstattung einfach viel zu lange brauchen und an welchen Stellen sie einfach das Gefühl haben, sinnlos bürokratische Aufgaben erledigen zu müssen. Herr Schönknecht, nochmal eine Nachfrage von meiner Seite an Sie. Jetzt haben Sie es auf Bildung so ein bisschen zugespitzt, aber ich sage mal, Bildung ist ja nun wirklich Ländersache. Bei den anderen Themen, wo möglicherweise in Berlin was entschieden wird, kann man ja über Bundesratsinitiativen, also als Land sozusagen da nochmal einen Input auch geben, wenn man Dinge verändern will. Ist das auch ein Thema für Sie? Ich denke schon, das gehört ja mit dazu. Ja, was würden Sie sich da wünschen, wenn ich Sie das fragen darf? Wir hatten gerade das Thema Schwimmunterricht hier, was vielleicht dann doch ausgeweitet werden könnte auf unser Land, Thüringen, mit einer Mehrzahl an Möglichkeiten des Schwimmunterrichts in den einzelnen Schwimmhallen beziehungsweise in den Schwimmbädern. Personal halt. Alles klar. Was wünschen Sie sich von der nächsten Thüringer Landesregierung? Mit der Frage auch verbunden, wie viel Druck soll die auf die anderen Bundesländer machen in unserem Interesse? Na, Frau Wolf hat jetzt schon mal ein fast kleines Versprechen abgegeben, in der kürzester Zeit das umsetzen zu wollen. Sofortmaßnahmen hat sie gesagt. Da bin ich mal gespannt, ob das klappen wird. Danke, Herr Schönknecht. Das eine sind ja die Länder. Ja, gerne. Ja. Das eine ist natürlich das, was die Länder machen können. Es gibt aber auch viele Dinge, da hat der Bund eben auch das Sagen. Und wenn ich so richtig verstanden habe, so klang auch so ein bisschen für mich mit, mehr Land wäre ja gut manchmal und ein bisschen weniger Bund wäre vielleicht noch besser. Ja? Das habe ich dann doch nicht falsch gehört. Fragen wir Herrn Höcke mal. Sie und die AfD, die wollen ja sofort nach der Wahl den Bund verklagen und ihn dazu zwingen, zum Beispiel, anderes Thema zwar, Kontrollen an den Außengrenzen wieder aufzunehmen bzw. gar nicht erst einzustellen. Frage eigentlich, der Hintergrund, warum halten Sie Klagen für den besseren Weg als zum Beispiel Bundesratsinitiativen in der Länderkammer? Ja, also wir müssen uns ja vorstellen, dass wir im Augenblick die Situation haben, dass gegen Recht und Gesetz die Grenzen offen gehalten werden für illegale Migration. Also Dublin III, Asylgesetz, Paragraph 20, Artikel 16 des Grundgesetzes sind da ganz klar in ihrer Aussage, illegale Migranten, die an der Bundesgrenze aufgegriffen werden ohne gültiges Visum, die müssen zurückgeschoben werden. Also die ganze fatale Migration der letzten 10 Jahre, hauptverantwortlich ist ja die CDU dafür. Die anderen freuen sich natürlich auch über die Multikulturalisierung Deutschlands, die uns einen großen Schaden bringt. Die ist gegen Recht und Gesetz exekutiert worden. Deswegen müssen wir das unbedingt tun. Wir müssen aber zweigleisig fahren. Wir müssen gleichzeitig natürlich in Regierungsverantwortung im Land den Bund auch mit Bundesratsinitiativen unter Druck setzen. Also das eine tun, ohne das andere lassen. Wir müssen alle Instrumente in die Hand nehmen, um Milderung zu bringen, was den Migrationsdruck angeht. Gut, an der Stelle halten wir noch mal fest, wichtig ist auch noch mal über Schengen an der Stelle zu reden und über offene Grenzen in der EU. Auch das ist ein Gesetz, das gilt. Herr Weingart ist bei uns, wenn ich richtig informiert bin, in der zweiten Reihe. Tom Weingart, um mal zurück auch vielleicht nach Thüringen zu kommen und auf Dinge zu sprechen zu kommen, die hier im Land entschieden werden können. Da sind wir ganz schnell auch beim Thema innere Sicherheit. Da gibt es Spielraum. Ja. Was umtreibt Sie denn beim Thema innere Sicherheit? Ja, es ist ja nicht nur die Migration, die ein Problem ist, es ist ja auch unsere einheimische Bevölkerung, weil in meinen Augen ist es so, dass die Zivilcourage deutlich nachlässt, weil die Leute Angst haben, eine Aussage zu treffen. Wenn irgendeine Straftat passiert ist, heißt es meistens, guck da nicht hin, geht dich nichts an, gib keine Aussage dazu, du bist das nächste Opfer. Und das ist halt ein großes Problem, was die innere Politik bewerkstelligen kann. Ich sage nur Thema Datenschutz. Wie kann es sein, dass zum Beispiel der Angeklagte weiß, wie der Zeuge heißt, aber der Zeuge kann sich nicht schützen, vor den Daten weitergeben. So, und meine konkrete Frage wäre jetzt zum Beispiel an den Herrn Mayer. Was halten Sie von dem Thema KI auf öffentlichen Plätzen im Verbund mit dem ÖPNV?
und die konkrete Täterermittlung dann, beziehungsweise würden Sie dann auch konkreter gegen diese Täter vorgehen? Also konsequent vorgehen, unabhängig der Couleur? Also das betrifft ja die Diskussion erstmal Videoüberwachung, nehme ich mal an, und der Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, um zum Beispiel gefährliche Situationen sofort festzustellen. Es gibt diese Technik schon in Mannheim, die haben wir uns angeguckt. Da ist es so, dass KI erkennen kann, wenn sich Gruppen zusammenballen und offensichtlich es zu Auseinandersetzungen kommt, dass dann sofort Alarm ausgelöst wird, sodass die Polizei sofort eingreifen kann. Ich will ja die Videoüberwachung auf dem Anger einführen. Das ist auch gut so, weil dort können wir natürlich damit auch einerseits präventiv wirken, aber auch andererseits, wenn es zu Straftaten kommt, dann auch bei den Ermittlungen mit Videomaterial arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Deshalb bin ich dafür. Es ist grundsätzlich so, dass wir den öffentlichen Raum sicherer gestalten müssen. Da gehört natürlich auch dazu, dass wir nicht nur Videogeräte haben, sondern Polizistinnen und Polizisten mit Fleisch und Blut, die natürlich auch vorhanden sind und die sofort eingreifen können. Das fördert im Übrigen auch das subjektive Sicherheitsempfinden. Das ist momentan so ein bisschen das Problem, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist nicht mehr sicher, ist aber im Grunde durch die Statistik nicht belegt. Herr Weingart, dieser Anger, ne, dieser ominöse Anger in Erfurt, der große Platz, über den schon lange gesprochen wird, habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen geht es nicht nur um diesen einen Platz? Es geht nicht nur um diesen einen Platz, richtig, weil ich sage es mal so, die Kriminalität spielt sich ja nicht nur auf dem Anger ab. Gell? Jetzt wenn wir speziell Erfurt nehmen. Man kennt ja die ganzen Parks und da geht es ja nicht nur um Kapitalverbrechen, da geht es ja zum Beispiel auch um Kriminalität, was Zerstörung vom öffentlichen Gut angeht. Vandalismus. Weil ich sag's, genau, Vandalismus. Weil ich habe zum Beispiel was dagegen, ich zahle Steuern und irgend so Hiopai macht das kaputt, weil er sich denkt, er ist cool und wird dann aufgrund von schwerwiegenderen Straftaten teilweise nicht belangt. Gell, weil da wird gar nicht nachgegangen. Wenn aber jetzt die KI-Ermittlung feststellt, der Typ ist schon vorbestraft oder die Frau ist schon vorbestraft, der steigt in Straßenbahn X ein, steigt am Punkt XY aus, dann kann die Polizei ja auch Zugriffe durchführen und nicht nur Präventivmaßnahmen, sondern wirklich konkret Person X und spart ja demzufolge auch Ermittlungen und Personal ein. Weil wir haben ja nicht genug Personal, weil das Personal, was wir irgendwo einsetzen würden, ist ja dann gebunden durch Stundenausgleich. Wenn Sie so weitermachen, nimmt Sie Herr Mayer gleich mit, dann als Berater. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie für KI-Ausweitung und möglicherweise auch für das Ausreizen der Möglichkeiten im Sinne der Effizienz- und Aufklärungsquote. Und da gestatten wir einfach noch, glaube ich, so ein ganz kleines Ja oder Nein an der Stelle. Sie haben ja, Herr Mayer, das Beispiel Mannheim schon angeführt gehabt, wo die KI schon eingesetzt wird, auch um festzustellen, ob da was passiert und dann eben auch schneller zugreifen zu können. Ich kenne das aus Mannheim. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, Videoüberwachung und KI nicht nur Anger, sondern Sie können sich das auch anderswo vorstellen. Man kann sich das auch an anderen Plätzen vorstellen, aber nicht flächendeckend, das muss man wissen. Nicht jeder Park kann mit Video ausgeleuchtet werden. Okay, und Gesichtserkennung ist ein Problem, das muss ich dazu sagen. Okay. Herr Weingart, Sekunde, Sie sind nicht okay, aber wir haben festgestellt, wir haben ja verstanden, was Sie wollen und wie weit Sie gehen würden. Machen wir hier den Punkt wirklich, sonst kommen wir nicht so weit, wie wir weit kommen wollen, Lars. Danke Ihnen dafür. Herr Mayer will, Frau Wolf, 1800 neue Polizisten einstellen. Sie wollen laut BSW-Wahlprogramm auch mehr Stellen, steht da, aber auch eine schlankere Verwaltung, mehr Digitalisierung bei der Polizei, also mit Blick auf die Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz möglicherweise gestützt. Heißt das ganz konkret, 1800 Polizisten mehr, sind so auch ungefähr Ihre Größenordnung oder halten Sie das für zu viel? Das halte ich nicht für zu viel, weil wir in allen Gesprächen, in allen Polizeiinspektionen gespiegelt kriegen, dass das Personal nicht reicht, dass es prinzipiell nicht reicht, dass es schon gar nicht mehr reicht im Hinblick darauf, wie viele in Rente gehen werden und dass es im Besonderen nicht reicht, weil die Verwaltungsaufgaben im hohen Maßstab gestiegen sind. Und deswegen bin ich an der Stelle, ne, auch wenn das sich sozusagen irgendwann langweilig anhört, aber es muss sich wie ein roter Faden durch Thüringen durchziehen, dass wir im Bereich der Digitalisierung besser werden. Und da haben wir in Thüringen Luft nach oben, weil wir im Besonderen bei den Konzepten in vielen Bereichen hinterherhinken und in vielen Bereichen tatsächlich diese Digitalisierung aus einem Guss nicht funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass wir das in einem Ministerium wirklich bündeln und aus einem Guss hinkriegen. Die Frage Polizei, bin ich völlig bei Ihnen. Die Polizei muss auf der Straße spürbar sein, die Polizei muss sichtbar sein und es kann nicht sein, dass Polizisten in einem Maße und Polizistinnen ausgebrannt sind, dass sie sich nicht mehr auf Streife trauen. Da müssen wir besser werden in Thüringen.
So, auf den Punkt. Jetzt machen wir einen thematischen Bruch und kommen zu einem Thema, das sich tatsächlich schon wieder, ja, ich sag's mal so, bei mir zumindest ganz schön lange her anfühlt. Und trotzdem hat dieses Thema die Wahlperiode ganz stark geprägt, die Corona-Pandemie. Sie werden natürlich noch bestens in Erinnerung haben, wie sie es ganz persönlich betroffen hat. Und auch unser nächster Gast hat sich dazu gemeldet. Zoltan Swiderski aus Sömmerda ist bei uns. Schönen guten Abend, Herr Swiderski. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielleicht bevor wir die Frage stellen, an Sie mal die Frage, mit welchen Gefühlen, Gedanken gehen Sie denn jetzt im Moment aus dieser Corona-Pandemie noch hervor? Also ich will eigentlich ganz kurz noch was zu diesem Abend jetzt hier sagen. Also man merkt schon wieder, dass die Politiker einfach lügen. Lügen uns einfach an. Der Herr Vogt hat es jetzt super rausgebracht. Er unterstellt Herrn Höcke einfach eine Aussage, die er gar nicht getroffen hat, hier auf dem Marktplatz in Sommerda. Das ist eine glatte Lüge und das zieht sich so lange schon durch die ganze Regierungszeit hin, dass die Politiker einfach an uns vorbeilügen. Die lachen über uns für meine Begriffe. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, es geht eigentlich Sie können ganz entspannt. Also wir gucken uns das nochmal an. Auch mit Sommerda ist ja alles kein Problem. Also zum Glück lässt sich ja heute alles auch überprüfen. Genau, ist aufgezeichnet. Aber diese Corona-Pandemie ist ja ein Thema, Sie beschreiben das ja auch ganz gut. Ne? Ich glaube, da hat sich alles nochmal zugespitzt. Und Sie hat das natürlich auch beschäftigt. Sie haben eine konkrete Frage und an wen? Ja. Ich würde die Frage möchte ich ja gerne mit einem Zitat beginnen. Das muss ich vorlesen, tatsächlich, ja? Weil das ist da ist ein großes Unrecht geschehen. Deswegen muss man das nochmal hervorbringen. Deswegen ist auch meine Frage so wichtig. Das Zitat geht folgendermaßen: Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften und wir werden niemanden mehr garantieren können, der ungeimpft ins Krankenhaus kommt, dass er überhaupt noch in Thüringen behandelt wird. Das ist ein Zitat von Bodo Ramelow aus der Zeit vom 5.11.2021. Ja? Er hat damit einfach das Grundgesetz gebrochen. Okay. Ja? Ganz kurz, weil die Zeit wirklich im Nacken ja, sitzt. Okay, alles klar. Dass Sie uns vielleicht die Frage stellen. Die Frage ist ganz einfach. Wie wollen Sie, Herr Ramelow, als alter und eventuell neuer Ministerpräsident Thürings sicherstellen, dass die Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, nie wieder ein solches Unrecht aus politischen Gründen widerfährt? Okay. Das ist meine Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. Um es klar zu sagen, dieses Zitat hat die Zeit drüber geschrieben. Geredet habe ich über das Kleeblatt-Verteilsystem. Wir kriegen von jedem Krankenhaus in der Pandemie, aber auch im normalen Betrieb immer gemeldet, wo Plätze sind. Und an diesem Tag, an dem ich diese Meldung ausgesprochen habe, hatten wir die Meldung, dass wir in keinem Krankenhaus mehr einen Ungeimpften einliefern können. Das heißt aber nicht, dass sie nicht behandelt werden können, sondern sie mussten ab diesem Tag in andere Bundesländer verteilt werden. Am selben Tag haben wir mehrere Patienten nach Hannover mit dem Hubschrauber gebracht, weil keine Kapazitäten mehr da waren. Und die Entscheidung, ob ein Krankenhaus aufnimmt oder nicht, habe nicht ich getroffen, sondern die Meldung kommt aus dem Krankenhaus. Ich habe nur das ausgesprochen, was sich tatsächlich abgespielt hat. Erste Bemerkung. Und mir wird immer angelastet, ich wollte die Menschen sterben lassen. Das Gegenteil war der Fall. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir genügend Kapazitäten gebunden haben, aber dass sie in anderen Bundesländern behandelt werden. Aber darf ich einen zweiten Satz kurz nachsagen? Die Pandemie muss aufgearbeitet werden. Gutes Stichwort. Und das sage ich ausdrücklich, weil auch die Ministerpräsidentenrunde war nicht hilfreich, um am Ende im zweiten Jahr noch Machen wir gleich noch, fragen wir gleich naja, noch nach. Ja, genau. Um den Vorwurf, ob ich Menschen habe sterben lassen. Und dieser Vorwurf wirkt ziemlich hart, wenn man nicht weiß, dass wir selber europäisch geholfen haben. Wir haben französische Patienten bei uns per Hubschrauber am Anfang. Gleiches Recht für alle. Wir müssen aber jetzt sagen, gleiches Recht für alle in der Runde. Um Leben und Tod geht, Sie sprechen nachher nochmal miteinander, aber Sie damit wieder tatsächlich so auf den Nerv getroffen haben. Was wünschen Sie sich denn für eine Corona-Aufarbeitung? Untersuchungsausschuss? Ich wünsche mir grundsätzlich, dass man nicht darüber spricht, dass man jetzt mal lieber mal keinen bestraft und sowas, sondern ganz einfach die Leute, die gelogen und betrogen haben, die müssen einfach ganz einfach wie jeder normale Bürger zur Rechenschaft gezogen werden. Das finde ich richtig. Vielen Dank dafür erstmal. Andreas. Ja, wir bleiben beim Stichwort Aufarbeitung Corona. Also wir merken schon, es treibt ja doch die Menschen noch um. Und fragen ganz einfach mal an Herrn Höcke. Die Frage geht dann an Höcke jetzt. CDU und FDP wollen eine Kommission im Landtag zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Die Linken sind, glaube ich, auch nicht abgeneigt und die Grünen sind auch nicht dagegen.
Sie, Herr Höcke, als AfD fordern, SPD auch nicht, fordern ja schon lange auch die Aufarbeitung tatsächlich. Also ist so eine Kommission, auch für Sie, ist die Frage jetzt an Sie, das richtige Format? Also wir haben als einzige Partei und einzige Fraktion Widerstand geleistet gegen die Corona-Maßnahmen. Ab April 2020, damals kam unser erstes Corona-Papier heraus und der Tenor lautete, die tiefen Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte wären nicht notwendig gewesen. Und das ist auch das, was jetzt an Erkenntnis rauskommt, wenn man die ungeschwärzten RKI-Protokolle liest. Wir haben schon vor wenigen Monaten in den Thüringer Landtag ein Corona-Unrechtsbereinigungsgesetz eingebracht, um zumindest die materiellen Schäden, die von der etablierten Politik zu verantworten sind, beheben zu lassen. Wir haben jetzt schon den Einsetzungsbeschluss fertig für den Corona-Untersuchungsausschuss und der Corona-Untersuchungsausschuss wird sofort kommen, wenn die neue Legislatur beginnt. Das verspreche ich hier und heute schon. Und ansonsten, ja, diese Plandemie, ich nenne sie nicht Pandemie, sondern Plandemie, die gegen die wissenschaftliche Empfehlung von der Politik in einen Versuch übersetzt worden ist, obrigkeitsstaatliche Maßnahmen zu exekutieren, die muss gründlich aufgearbeitet werden. Und ja, die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden und die müssen auch bestraft werden. Also halten wir fest an Stelle, die AfD wird diese Kommission oder einen Untersuchungsausschuss dann auch einsetzen wollen, wenn die nächste Wahlperiode beginnt. Wir haben den Antrag doch gehabt. So, vielleicht können wir an der Stelle noch mal ganz kurz, weil ich habe jemanden sitzen, der unbedingt eine Frage loswerden will. Paula Wellendorf ist da und wir wollen ein bisschen nach vorn blicken. Fachkräftemangel, großes Thema, was ja auch in Ihrer Generation wahrscheinlich dann nochmal ganz anders diskutiert werden wird. Wir haben natürlich ganz viel diesen Wahlkampf schon gehört über, wie kriegen wir Fachkräfte nach Thüringen, wie werben wir sie an, wie bilden wir auch unsere Menschen gut aus. Das ist auch ein Thema, das Sie umtreibt. Warum umtreibt Sie dieses Thema Fachkräftemangel? Ja, ich bin Studentin an der Universität in Erfurt und studiere Staatswissenschaften. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich alle Kommilitonen von mir sich hier sehr wohlfühlen und hier auch echt gerne studieren, dass aber eigentlich die wenigsten von ihnen wirklich für sich persönlich eine Zukunft hier sehen, die über den Bachelor hinausgeht. Und deshalb wollte ich Sie, Frau Hänfling, fragen, was Sie für Ansätze hätten, Thüringen unter anderem für junge Frauen wie mich zu einem Bundesland mit Perspektive oder Zukunft zu machen, vielleicht eben besonders auf Berufschancen hin. Auch gehen die auch weg, weil sie hier nicht so gute Jobs finden und zu wenig verdienen dann mit einer guten Ausbildung, oder? Ja, also vor allem Erfurt ist eine Stadt, die sehr auf Geisteswissenschaften den Schwerpunkt gelegt hat. Aber da gibt es dann für Abgänger wirklich wenig Möglichkeiten. Auch schon die Masterstudiengänge sind nicht sehr ansprechend. Also schon teilweise, aber... Gut, dann die Frage an Frau Hänfling. Wie wollen Sie die Menschen hier halten? Welche Angebote? Also ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben tatsächlich für Geisteswissenschaftlerinnen nicht so wahnsinnig viele Berufschancen in Thüringen. Da fehlen uns einfach bestimmte Strukturen. Wir nehmen aber jetzt auch zum Beispiel wahr, also gerade wenn Sie Staatswissenschaften studieren, dass wir in den Verwaltungen, also die Verwaltungen öffnen sich da auch gerade, weil wir unter anderem zum Beispiel keine Juristinnen und Juristen mehr finden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade die Staatswissenschaftlerinnen und Staatswissenschaftler auch zum Beispiel im öffentlichen Dienst gut gebraucht werden könnten. Und einige Verwaltungen schwenken da auch schon ein und schauen auch sehr konkret zu den Staatswissenschaftlerinnen und Staatswissenschaftlern. Wir haben aber zum Beispiel wenige NGOs in Thüringen. Ne? Das ist auch ein Grund, warum hier Geisteswissenschaftlerinnen weniger einen Job finden in den Museen, aber auch in den Kultureinrichtungen schon. Also auch da, glaube ich, wird der Fachkräftemangel dafür sorgen, dass mehr Menschen hier bleiben können. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem schauen, dass wir auch für geisteswissenschaftliche Studierende hier eine Anschlussverwendung finden. Das wäre auf jeden Fall eine Aufgabe. War da jetzt eine konkrete Antwort für Sie dabei, wie die Fachkräfte hier gehalten werden sollen? Ja, wie genau, nicht so wirklich, aber... Naja, also die Frage ist halt, haben Sie als junge Frau eine spezielle Frage? Ihre Frage war sehr allgemein gestellt. Ja. Deswegen war es ein Konkret, ich fand das eigentlich ziemlich ja. konkret. Wie konkret? Gibt es da irgendwas im grünen Wahlprogramm? Also mir ist schon klar, dass Erfurt und Thüringen nicht Berlin ist und dass das nicht die NGOs oder so anzieht. Das ist mir schon klar. Aber es ist auch insgesamt so, dass einfach viele hier vielleicht auch durch das politische Klima hier mittlerweile einfach keine Zukunft für sich sehen und schon gar nicht, also viele auch Kinder zum Beispiel hier nicht unbedingt dann großziehen wollen später. Und natürlich ist da erstmal der erste Step Berufsmöglichkeiten, vor allem eben wie gesagt in Erfurt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass die Leute, also dass die Behörden offener werden. Wäre das für Sie attraktiv, in der Behörde zu arbeiten, oder werden Sie sich eher aus Thüringen dann verabschieden nach dem Studium? Jobs im öffentlichen Dienst. Haben Sie schon, verlieren wir Sie als Fachkraft? Also ich persönlich möchte gar nicht, ich möchte lieber in den Bereich der Medien gehen, von daher ist das nicht für mich so unbedingt, aber viele meiner Kommilitonen. Und Sie persönlich, bleiben Sie hier?
Weiß ich nicht. Also da hat es der MDR eine Aufgabe, würde ich sagen, sie zu halten. Ne? Also, ja. Es gibt ja, Herr Kemmerich, es gibt ja schon ganze Regionen im Land da. Da leben deutlich weniger Frauen als Männer. Was will denn die FDP tun, damit hochqualifizierte junge Frauen bei uns bleiben? Es gibt in Thüringen ein Start-up, Free Mom heißt das. Die haben auf eine Analyse des Bundesfamilienministeriums festgestellt, 840.000 Frauen in Deutschland warten auf eine Gelegenheit, in Projekten als Freelancer zu arbeiten. Auf der Plattform haben sich inzwischen 4.000 Mütter angemeldet, gilt auch für Väter. Die waren auch bei der Höhle des Löwens. Also ganz interessantes Konzept. Und wir müssen einfach da unsere Arbeitswelt neu organisieren. Das sind viele Dinge, die können wir in Thüringen nicht lösen. Das hat was mit Arbeitszeit zu tun, mit Vertrauensarbeitszeit. Wann gehe ich arbeiten? Aber ich halte das für ein großes Projekt, zu sagen, die junge Frau, die junge Mutter vor allen Dingen oder die Familie kann viel leichter im eigenen Heim Vereinbarkeit von Familie und Beruf miteinander kombinieren und projektweise auch mit verschiedensten Firmen, mit verschiedensten anderen Freelancern zusammenarbeiten. Also es funktioniert auf der ganzen Welt. Wir haben in Deutschland viele restriktive Regelungen, die das verhindert. Aber dieses Free Mom-Projekt, ein Thüringer Projekt, verdient da viel unsere Aufmerksamkeit. Und ich halte das für einen interessanten neuen Schlüssel, Frauen an Erwerbstätigen teilnehmen zu lassen. Okay, also vielen Dank, Herr Kemmerich. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, würden die Unternehmen einfach höhere Löhne zahlen, dann wäre Thüringen auch attraktiver und der Fachkräftemangel kleiner. Wir bleiben deswegen noch mal ganz kurz. Wir müssen nur Bürokratie mitnehmen, dann hätten sie noch mehr Geld dafür. Ne? Das haben Sie häufiger gesagt an dieser Stelle. Stimmt, wir halten auch das immer so noch, fest und bleiben beim Thema Wirtschaft. Das beschäftigt nämlich auch Silvio Bürger, wenn ich richtig informiert bin. Das Thema Wirtschaft ist ja auch wichtig, gerade im Zusammenhang mit Thüringen. Jetzt brauchen wir ein Mikrofon, deswegen wäre es schön, wenn wir eins hätten. Ja, ich nehme meins. Gut, dann komme ich zu Ihnen und laufe Ihnen jetzt hier nicht, hoffe ich laufe nicht durch die Kamera. Herr Bürger, warum beschäftigt Sie denn das Thema Thüringen und Wirtschaft so sehr? Ja, mich beschäftigt es sehr, weil damals, wo ich früher ins Arbeitsleben gestartet bin, waren die Löhne ja, sage ich mal, 5 Euro oder teilweise drunter, so vor 20 Jahren. Und ich habe auch vor der Ausbildung schon nebenbei kleine Arbeiten gemacht, wie Zeitung austragen und so weiter. Also bezahle auch schon lange in die Sozialversicherung ein. Und wenn man ja jedes Jahr auch seinen Rentenbescheid kommt, weiß man nicht, soll man drüber heulen oder lachen. Gerade wenn man zum Beispiel im Niedriglohnbereich arbeitet, dann kommen die Rentenpunkte eben nicht so zusammen. Genau, genau. Zwar mittlerweile mehr, aber es hängt noch immer weit hinter den, auch teilweise noch hinter den Bundesdurchschnitt her, das Gehalt. Ja, also Herr Bürger, vielleicht können wir an der Stelle einmal festhalten, Sie beobachten schon sehr wohlwollend, dass sich das Ganze zumindest angenähert hat, wenn auch nicht geschlossen in Thüringen. Das ist ja auch ein Fakt. Genau. Ne? Insofern, das Zeugnis haben Sie schon mal ausgestellt. Jetzt haben Sie aber natürlich auch eine konkrete Frage mitgebracht. Ja. Die lautet wie und an wen? Genau, also ich habe eine konkrete Frage an Herrn Kemmerich. Und zwar ist die Frage, was will Thüringen dafür tun, dass die Gehälter in Thüringen noch steigen und auch die Renten und wir nicht weiterhin statistisch auch das Niedriglohn- und Rentenland bleiben, aber auch gleichzeitig weltoffen bleiben in diesem Zusammenhang, um auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern zu bekommen? Dankeschön. Danke für die Frage. Das alles in einer Minute wird schwierig. Ich fange mal damit an, wie können wir Unternehmen anlocken, die eine höhere Wertschöpfung haben. Wir haben an den Universitäten hier in Jena, in Ilmenau nur vertreterweise gesagt, tolle Ideen. Ich bin bei vielen Unternehmen, das sind die sogenannten Hidden Champions. Die machen Technik, die die Welt wirklich braucht. Und dafür brauchen wir mehr Firmen, weil das eine hohe Wertschöpfung gibt. Das haben wir nicht in der Logistik, das haben wir nicht mit einfachen Tätigkeiten, sondern mit sehr anspruchsvollen Tätigkeiten. Deshalb muss unser Schulsystem besser werden, dass die Leute vernünftig aus der Schule kommen. An den Universitäten muss das gelehrt werden, was die Welt wirklich braucht in Zukunft. Und dann kommen die Firmen auch hier hin, um zu sagen, ich habe hier ein Potenzial an Mitarbeitern, an Wertschöpfung und dann entsteht der höhere Lohn aus sich alleine. Ich kann den politisch nicht verordnen. Ich kann ihn nur fördern, indem ich Unternehmen nach Thüringen bringe, die sagen, okay, ich mache High-End-Produkte, Hightech-Produkte, die wir weltweit exportieren können. Made in Germany war eine Weltmarke, die müssen wir wieder machen. Made in Thüringen muss Weltgeltung haben. Dann mache ich mir keine Sorgen, dass Sie und die nächsten Generationen hier wirklich gute Löhne erzielen können. Herr Bürger, und Ihr Fazit? Ja, nicht wirklich. Warum? Also, warum? Ich arbeite zum Beispiel für ein kleines Softwareunternehmen, Made in Germany Software. Und wir haben extrem zu tun mit neuen Leuten anwerben, weil wir auch keine exorbitanten Gehälter wie SAP oder ähnliche Firmen zahlen können. Weil halt auch die Rahmenbedingungen. Aber wenn Sie es würden dann auch andere kommen wollen zu Ihnen? Ja, natürlich. Okay. Weil wir arbeiten in einem Softwarebereich, der auch gefragt ist, der auch gebraucht wird. Und für viele kleine mittelständische Unternehmen, wie wir selber sind.
Und halt. Aber mit Freelancern von zu Hause wäre das eine wunderbare Sache. Aber vielleicht, genau, können wir das auch nochmal festhalten. Wir wollen natürlich noch eine zweite Stimme dazu einholen, Herr Bürger. Vielen Dank dafür. Andreas? Ja, die Erwartungen, die waren ja an die rot-rot-grüne Landesregierung, als sie damals angefangen hat, ziemlich groß, was Entwicklung der Löhne im Land angeht, soziale Gerechtigkeit. Herr Ramelow, 10 Jahre später steht fest, Thüringen ist eben immer noch ein Land mit großem Niedriglohnsektor. Was würden Sie denn Stand heute anders machen als damals? Ja, ich würde dasselbe wieder machen und wieder anfangen und sagen, in die Gewerkschaft eintreten, für Tarifverträge eintreten, darum zu kämpfen, dass eine gute Arbeit auch einen guten Lohn hat und mit einem Selbstbewusstsein im Betrieb auftreten und sagen, Mitbestimmung im Betrieb ist wichtig, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ein Teil der Entwicklung des Betriebes sind. Gute, mitbestimmte Betriebe beweisen, dass sie auch in der Transformationszeit, in der Veränderungszeit in der Lage sind, gute Entwicklungen auch gemeinsam zu tragen. Und von daher, wenn wir über niedrigen Lohn sprechen, dann müssen wir einfach sagen, dass als der gesetzliche Mindestlohn eingeführt war, zum Beispiel im Friseurgewerbe noch unter 3 € Stundenlohn im Tarifvertrag gestanden hat. Ich habe das immer für eine Katastrophe gehalten. Ich will mich nicht einmischen als Politiker in die Tarifgeschäfte, aber wenn Sie mich fragen, was man tun müsste, Tarifverträge fördern, Mitbestimmung fördern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einladen in dem Land, in dem zum ersten Mal in die Verfassung der Tarifvertrag reingeschrieben wurde. Das war vor 105 Jahren in Weimar. Also soziale Gerechtigkeit natürlich auch so ein Dauerbrenner, Schlagerthema im Wahlkampf. Wir wollen dabei bleiben und gehen zu Sigurd Orschel aus Erfurt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mikrofon. Da kommt ein Mikrofon. Hanna kommt zu Ihnen und derweil plaudern wir so ein bisschen. Ich kann schon mal sagen, dass Sie natürlich auch uns schon mal geschrieben haben, dass Sie eine ganze Menge umtreibt zum Thema soziale Gerechtigkeit und ganz generell. Was denn so ganz genau vor dieser Landtagswahl? Also mich würde wirklich interessieren, es wird immer viel über Sozialwohnungen geredet. Was würde Thüringen zum Beispiel machen, dass die Sozialwohnungen auch ewig und auf Dauer Bestandsschutz haben als Sozialwohnung? Ja. Wir können nicht ewig weiterbauen. Wir müssen in der Fläche sparen, wir müssen in die Höhe gehen. Ja. Und da muss ich was tun. Erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Warum? Ja, ich lebe jetzt selbst in einer Sozialwohnung, die rausgefallen ist, zu meinen Gunsten, ja. Aber die wurden mal gebaut mit Steuergeldern. Und die sind jetzt weg für den sozialen Markt. Ja. Und das kann nicht weiter so gehen, dass wir immer nur Sozialwohnungen bauen wollen. Wir müssen die auch erhalten, die da sind. Aha. Den Bestandsschutz. Ja, die gehen ja nach 20 Jahren alle wieder weg. Okay, also weil man oft hört, wir wollen uns für sozialen Wohnungsbau einsetzen. Ne? Das sind ja tatsächlich Schlagzeilen, die wir im Bundestagswahlkampf, im Landtagswahlkampf hören. Und vor allem für Dauer, dass die Wohnungen auch wirklich dann als Dauersozialwohnung bleiben. Interessante Perspektive. Sie haben das ist natürlich auch eine konkrete Frage gepackt. Wer soll die beantworten? Also ich möchte besonders den Herrn Höcke, dem BSW würde ich die stellen, weil das die stärksten Parteien werden. Also wir haben ja und heute Abend CDU. wir haben ja die gute Gewohnheit heute Abend, dass wir sozusagen die Fragen auch so aufteilen. Sie hatten gesagt, Herrn Höcke. Okay. Jawohl, danke. Also ich glaube, wir brauchen mehr Wohnungsbau und sozialer Wohnungsbau wird vernachlässigt in Thüringen. Das ist einfach ein Faktum. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Wir haben ein großes Problem, dass Wohnungen zu teuer sind. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir extrem hohe Auflagen im Bereich des Klimaschutzes haben, der Wärmedämmung haben. Das hat was damit zu tun, dass durch die Euro-Rettungspolitik ein Inflationsprozess in Gang gesetzt geworden ist, der die Planung auch immer unsicherer macht und das Endprodukt immer teurer macht. Und dann kommt auch hinzu natürlich, dass wir, und da bin ich wieder bei dem Thema Migration, Migration ist da auch leider die Mutter aller Krisen, dass wir in den letzten Jahren viele Millionen Menschen ins Land gelassen haben, die Wohnraum benötigen. Wenn wir diese Menschen nicht ins Land gelassen hätten, dann hätten wir diesen Wohnungsmangel nicht. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir das Wohnungsbauen attraktiver machen können, sowohl für den Privaten. Wir haben beispielsweise in unserem Landtagsprogramm auch eine Darlehenform entwickelt für junge Familien, die in den Erstbesitz von Immobilien investieren wollen, die sich ein Haus kaufen wollen. Da wollen wir unterstützen und ansonsten sagen wir Ja zum sozialen Wohnungsbau. Und der hängt im Augenblick kräftig nach in Thüringen und da müssen wir ran. Okay, Herr Orschel, wie zufrieden sind Sie jetzt mit der Antwort? Ich bin nicht zufrieden. Ein Ausländer nimmt mir nicht die Wohnung weg. Die Wohnungen gehen auch so aus dem Bestandsschutz raus und die fehlen uns hinten und vorne. Und ich würde für Thüringen empfehlen, dass wir ein Bestandsschutzgesetz machen, dass diese Wohnungen, die von diesen Geldern gebaut werden, auch bleiben.
Das ist das Wichtige. Herr Oschel, wir können nicht ewig nur bauen, das wird nicht. Wir haben die Fläche nicht mehr. Ich danke Ihnen dafür. Ich stelle fest, wir haben viele Alltagsexperten heute hier, die auch konstruktive Ansätze bringen. Andreas. Aber sozialer Wohnungsbau ist natürlich ein Thema. Fragen wir vielleicht nochmal Herrn Kemmerich von der FDP. Also sozialer Wohnungsbau ist ja eigentlich so nicht das Hauptding der Liberalen. Sie sagen ja grundsätzlich erstmal, der Markt muss das alles regeln. Ist falsch, auch den sozialen Wohnungsbau? Das ist ein falsches Denken, Herr Menzel. Uns geht es darum, dass tatsächlich mehr gebaut wird. Weil ich gebe Ihnen ja recht, wenn etwas aus dem Bestand herausfällt, muss hier etwas Neues an die Stelle treten. Insofern ist unser Credo wirklich bauen, bauen, bauen. Und wir haben jetzt eine Bundestagsinitiative über die E-Einfachhaus, also einfacher zu bauen, weniger Standards, keine Sicherheitsstandards sollen wegfallen, aber weniger Standards beim Punkto Umweltschutz, bei Dingen, die verzichtbar sind, die Luxus sind. In kleinen Wohnzimmern gibt es eine Vorschrift 4 Steckdosen, in großen 5 Steckdosen. Das muss nicht so genau sein. Und wenn wir mehr bauen können, dann entspannt sich der Wohnungsmarkt, denn einer muss ja auch die Sozialwohnung nach 20 Jahren wieder sanieren. Und das Credo ist nun mal zu sagen, wir müssen für alle Bedürfnisse, auch für Sie, Herrn Petersen, ja auch Wohnungsraum zur Verfügung stellen, der sich wandelt im Wandel der Zeit. Und deshalb ist die FDP nicht gegen sozialen Wohnungsbau. Aber die FDP sagt, zielgenauer sind Wohngeldunterstützungen für die wirklich Bedürftigen. Weil wir kennen ja auch die Fehlbelegungsquoten, dass jemand in der Sozialwohnung mal eingezogen ist, berechtigt, aber irgendwann aus der Sozialbildung herausfällt. Deshalb Wohngeld ist unser Konzept. So, ganz kurz. Sie haben Ich habe 6 Jahre lang auf eine behindertengerechte Wohnung gewartet, bin dann von Platz 112 auf 102, glaube ich, gewechselt, nach 6 Jahren in Weimar und habe mich dann entschlossen, selbst zu bauen. Okay, also das zeigt, es wurde zu wenig gebaut. Also insofern sind wir nicht weit auseinander. Aber Sie merken schon, das Thema erhitzt aber immer noch die Gemüter. Wenn Sie leichter und deswegen bauen wollen wir an können, der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz noch mal ein bisschen zurückspulen. Das müssen wir auch. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Wahlkampfschlager vergangener Zeiten. Da ging es eben auch um Themen, die durchaus abgearbeitet worden sind, aber doch immer wieder nach oben kommen. Harald Böhme aus Bad Liebenstein ist zu uns gekommen heute Abend. Und wir wollen über eigentlich jetzt, ich sag mal, einen Wahlkampfschlager vergangener Wahlkämpfe sprechen. Sie beschäftigen die Straßenausbaubeiträge. Wieso beschäftigen die Sie immer noch? Ja, die beschäftigen mich jetzt wieder. Und zwar, weil ich mich damit identifiziert habe. Ich habe ein Wohnhaus in Steinbach mit einem Grundstück, mit einer älteren Straße. Und am 21. September 2019 wurde das Straßenausbaugesetz abgeschafft. Mit den Stimmen Rot-Rot-Grün und der AfD. Die CDU hat diese Abschaffung nicht zugestimmt. Und deshalb möchte ich gerne wissen, wird die CDU, wenn sie jetzt Regierungsverantwortung bekommt, dann den Straßenausbaubeitrag aus wirtschaftlichen Gründen wieder einführen? Das betrifft ganz viel Thüringer. Und das ist auch ein Thüringer Gesetz und das kann nur in Thüringen geändert werden. Und geht eindeutig. Die Frage konkret an Herrn Vogt gestellt. Ne? Ja. Bleibt das Gesetz mit der Abschaffung oder gibt es dann eine Änderung? Denn Sie haben ja danach eine Vorlage eingebracht, wo Sie gesagt haben, und kommt das dann auch, dass alle, die Beiträge bezahlt haben, ab der Wiedervereinigung diese zurückbekommen sollen. Herr Böhme, Sie sind exzellent informiert, deswegen kann ich Ihnen sagen, wir werden nicht wieder die Straßenausbaubeiträge einführen. Im Gegenteil, das Gesetz braucht auch Rechtssicherheit beim Bürger. Sie müssen sich darauf verlassen können, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass wir die Kommunen so ausstatten, dass tatsächlich auch die Investitionen getätigt werden können, weil irgendjemand bezahlt das ja am Ende. Und die Entscheidung ist, dass es jetzt der Gesamtsteuerbürger zahlt. Und deswegen, wenn Straßenbau stattfindet, müssen wir die kommunalen Straßen, also die Kommunen so ausstatten, dass es bezahlt wird. Oder eben bei Landesstraßen sind wir sowieso als Land selbst verantwortlich. Also das ist der Weg. Dann darf ich denke, das ist beantwortet, hoffe ich, sehr klar. Steinbach war ja auch schon häufiger, ist ein schöner Ort. Ich möchte trotzdem auf Herrn Swiderski noch zurückkommen, weil ich mir ungern unterstellen lasse, dass ich wahrheitswidrig etwas sage. Ich stelle das Video gerne zur Verfügung und ich wiederhole das Zitat nochmal. Es lautet: Ich hoffe, dass diesen Unternehmen schwere wirtschaftliche Turbulenzen ins Haus stehen.
Das ist das Zitat. hat Stelle nichts mit dem Thüringer Mittelstand zu tun. ich Ihnen gerne Und das vor. machen wir, wie gesagt, Thüringer als Mittelstand. Wir Faktencheck klären das nach der Sendung, jetzt nicht in dem Genau. Augenblick. Herr Vogt hat die Gelegenheit genutzt, das war seine Sprechzeit, er hat es eingebracht, wir werden das gegenchecken. Ich würde gerne mal zum Herrn Böhme zurückgehen, weil das Thema sollte natürlich Ihr Thema, deswegen möchte ich jetzt nicht, dass wir da abbiegen. Nein. Sie wollten eine konkrete Antwort. Haben Sie jetzt eine konkrete Ich habe Antwort? die Antwort bekommen, dass es also beibehalten wird, die Abschaffung von dem Straßenausbaubeitrag. Aber ich hätte es ganz gerne, wenn eine Landesregierung und die Opposition dazu Gesetze einbringt, die zugunsten der Bevölkerung sind, also der Haushalte der Bevölkerung durch dieses Geld, was da bezahlt werden muss, dass man da auch gemeinsam geht und nicht das Parteipolitische einfach nur dagegen macht, damit man dagegen gewesen ist. Ich glaube, da sprechen Sie vielen aus der Seele. Dankeschön, Herr Böhme. Ist angekommen, ändert auch nichts an der Tatsache, dass wir gerade von der CDU gehört haben, mit uns werden sie nicht wieder eingeführt, diese Straßenausbaubeiträge. Fragen wir mal bei der SPD nachher mal, wie gehen Sie mit dem Thema um? So als fairer Macher stehen Sie auf den Wahlplakaten. Ja? Fassen Sie das Thema wieder an, wenn es nach Ihnen geht, nach der Wahl? Wir haben eine Regel getroffen, wir haben die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und das bleibt auch so. Lass mal so stehen. Los. Ja. Ich glaube, es war noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich, Sie würden sich dann aber wünschen wahrscheinlich, dass die ganze Abschaffung bis zur Wende rückwirkend vielleicht durchgesetzt wird und das doch nochmal angefasst wird, oder? Wissen Sie, das kostet 600 bis 800 Millionen dem Land Thüringen. Das war eine Forderung, die war eigentlich überhaupt nicht machbar. Ja, Aber trotzdem ist sie gestellt worden und das ist eigentlich schlimm. Okay, aber danke, dass Sie es nochmal zusammengefasst haben und Ihre Position nochmal klar gemacht haben. Wir machen weiter und kommen zu einem Thema innere Sicherheit. Hatten wir schon mal ganz kurz, dass auch das nochmal tangiert. Und innere Sicherheit, das hat natürlich die SPD letzten Endes zu verantworten gehabt in dieser Wahlperiode. Und damit beschäftigt sich auch Johannes Behrens-Türk aus Erfurt. So, Herr Behrens-Türk sitzt da hinten. Deswegen würde ich Hanna noch mal bitten, genau nach hinten zu gehen. Herr Behrens-Türk, was beschäftigt Sie denn zu diesem Thema? Moin, sagt man da, wo ich herkomme. Ich bin ein Binnenflüchtling, um das zu sagen. Ich komme südlich von Hamburg weg. Aber ich würde als erstes einmal sagen, was ich mir heute noch mehr gewünscht hätte, wir sind ja schon fast am Ende der Sendung, ist, dass Sie klar sagen, was Sie machen wollen. Ich glaube, es gibt keinen Mangel an Befunderhebung, sondern was ist konkret die Medizin, die Sie, wenn Sie die Mehrheit hätten, egal wer, hier machen würden. Und jetzt auch die konkrete Frage. Also Sie können uns Herr das mal noch Mayer, erklären. Sie können uns das mal noch erklären, warum Sie das Thema innere Sicherheit so sehr beschäftigt und was da genau dazu geführt hat, dass es Sie beschäftigt. Ja, dass man eigentlich nicht mehr sagt, was wirklich ist. Manchmal ist es ja so, es wird, ja... Ich meine beim Thema innere Sicherheit, wir hatten uns wahrscheinlich nur akustisch nicht verstanden, also weil innere Sicherheit bewegt Sie ja ganz offensichtlich. Ja, weil es ist ja so, der Anger ist schon angesprochen worden und wir hatten jetzt nun gerade Solingen. Und die ganz konkrete Frage, die ich da habe, auch da ist viel geredet worden. Wir haben jetzt, Monate sind auch wieder vergangen seit Mannheim und davor war was. Nun hoffen wir nicht, dass danach was kommt. Was in Solingen passiert ist, kann ja woanders auch passieren. Und die ganz konkrete Frage von Angst auf Straßen, ob das jetzt der Anger ist, dass man da, wenn es dunkel ist, wenn es spät ist, vielleicht gar nicht mehr so gerne hingeht. Die ganz konkrete Frage ist, Herr Mayer, Sie hätten die absolute Mehrheit nach der Wahl. Die SPD kann machen, was sie möchte. Könnte ja passieren. Was würden Sie in den ersten 90 Tagen zur inneren Sicherheit in Thüringer Kompetenz umsetzen? Bitte konkret. Ich kann das ganz konkret sagen. Das steht ja auch auf den Wahlplakaten, die Sie ja überall auch in der Stadt sehen. Wir werden 1800 Polizistinnen und Polizisten in den nächsten 5 Jahren einstellen. Dazu müssen die haushalterischen Voraussetzungen geschaffen werden. Wir werden die Videoüberwachung am Anger jetzt einführen. Wir werden jetzt das Thema Waffenverbotszonen, da bin ich morgen im Kabinett ganz konkret. Wir schaffen jetzt die Möglichkeit, dass die Kommunen diese Zonen entsprechend einrichten. Wir bauen auch, das ist auch für die innere Sicherheit wichtig, die modernste Polizeischule Deutschlands. Genauso wichtig ist aber auch jetzt mal ein bisschen weiter ausgeholt, was innere Sicherheit anbelangt, natürlich auch der Brand- und Katastrophenschutz. Wir alle wissen, die klimatischen Veränderungen, es kommt immer öfter zu Starkregenereignissen, Waldbränden und so weiter. Wir investieren so viel wie noch nie zum Beispiel in dieses Thema und das wird sich fortsetzen. Ich werde die modernste Feuerwehrschule bauen, 100 Millionen Euro. Also konkreter geht es eigentlich gar nicht.
Aber wahrscheinlich auch nicht in 90 Tagen, ne? Oder? Also. Gut, dass Feuerwehr zur inneren Sicherheit gehört und dass die Recht und Ordnung durchsetzt, ist für mich zumindest teilweise neu. Aber insoweit nochmal die konkrete Nachfrage. Mich hat es nicht wirklich überzeugt. Bleiben wir bei den 1.800 Herr Behrens-Türk, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausbremsen. Wir haben niemandem eine Nachfrage gestattet heute. Wenn wir jetzt bei Herrn Mayer damit anfangen, würden wir die Regeln brechen. Das will ich nicht. Deswegen würde ich Sie nach der Sendung gern vertrösten wollen. Herr Mayer hat Zeit mitgebracht und ich glaube, Sie können bilateral vielleicht noch mal zusammen quatschen. Aber das Thema ist natürlich trotzdem auf dem Tisch. Das Thema ist auf dem Tisch, spätestens jetzt seit Solingen ganz aktuell wieder. Und wir fragen mal die CDU, Herrn Vogt, die SPD will das Waffenrecht verschärfen. Die AfD will es quasi lockern oder zumindest die Waffenaufbewahrungskontrollen abschaffen in Thüringen. Sie, Herr Vogt, schreiben in Ihrem Wahlprogramm, Kriminelle und Terroristen scheren sich nicht um Gesetze. Verstehe ich das richtig, dass Sie den Bürgern damit auch ganz ehrlich vielleicht sagen wollen, egal wie scharf Gesetze sind, komplette Sicherheit wird es nicht geben? Na, wir haben schon das härteste Waffenrecht der Welt. Es braucht kein härteres Waffenrecht, sondern es braucht eine ganz klare Anerkenntnis darüber, dass es nicht um diejenigen geht, die die Messerverbotszone. Es geht um die Leute, die das Messer in der Hand haben. Und deswegen muss man da sehr, sehr konsequent sein, weil Sie fragen, was muss es zu tun? Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen, Bodycams für unsere Rettungskräfte und für unsere Polizisten, und zwar flächendeckend. Dann braucht es ein Thüringer Rückführungszentrum für diejenigen, die tatsächlich zu Unrecht hier sind. Wir werden auch Abschiebehaftplätze hier in Thüringen schaffen, damit wir auch ganz konsequent den Straffälligen unterbringen. Und wir gehen natürlich her, dass es eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik braucht. Die CDU hat an der Stelle auch nicht immer alles richtig gemacht, aber wir haben die Gesetze verschärft, unter Friedrich Merz auch den Kurs geändert. Ich habe selber an maßgeblicher Stelle mitgearbeitet, Anerkennung in Drittstaaten, die Frage auch, dass es kein Express-Staatsbürgerschaftsrecht mehr gibt und dafür aber natürlich auch deutlich zu machen, wir sind ein weltoffenes Land, aber wir entscheiden schon selbst, wer zu uns kommt und wie viele. Ich erinnere noch mal an deine Frage, komplette Sicherheit wird es nicht geben, wolltest du wissen, Ja. oder? Gut. Okay. Also ich gehe mal davon aus, wir können es aber auch so stehen lassen. Also komplette Sicherheit, das ist auch eine schwierige Frage. Also wird es komplette Sicherheit geben? Ich glaube, da glaubt niemand dran, oder? Und mindestens mal die nächste Landesregierung wird sich auch damit auseinandersetzen müssen, weil das Thema uns noch eine Weile begleiten wird. Wir wollen auch noch mal auf eine Zahl gucken, weil wir natürlich auch immer wieder unseren Thüringen-Trend abfragen und wissen wollen, wie beliebt sind die Politikerinnen und Politiker im Land. Und da gibt es natürlich einen Wert, der sticht heraus. Bodo Ramelow ist nach wie vor der beliebteste Politiker hier im Land. 47% würden ihn, wenn das ginge, das muss man ja mal dazu sagen, geht nicht, direkt zum Ministerpräsidenten wählen. Seine Partei dagegen, die Linke, ist im Moment im Sinkflug. Die Umfragen kennen Sie natürlich ganz anders. Das neue BSW, das ist auf der Überholspur. So, jetzt kommen wir mal zu Susanne Reimann aus Schmalkalden. Deswegen habe ich da so ein bisschen mit hingeführt. Bodo Ramelow, die Linke, das BSW, das sind so die beiden oder die drei Player, die Sie da so ein bisschen interessieren. Woher kommt das Interesse daran und was genau ist da so Ihr Thema ran? Also besonders finde ich ja faszinierend, dass ich jetzt mal zu dem Namen Frau Wolf auch mal ein Gesicht sehe, weil auf den Wahlplakaten ist ja immer die hübsche Frau Wagenknecht zu sehen. Also schön, dass ich sie jetzt auch mal sehe. Und ja, der Herr Ramelow, der ist ja seit 10 Jahren bei uns Ministerpräsident. Erst mal 5 Jahre gewesen, über die anderen 5 Jahre gibt es unterschiedliche Meinungen und Ja, klar, gibt es ja immer, ist ja auch gut so. Ne? Deswegen sind wir ja eigentlich ein cooles Land, weil jeder seine Meinung haben kann. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist noch mal ganz kurz, weil Sie das mit den Plakaten angesprochen haben. Haben Sie das Gefühl, dass jeder weiß, dass Sarah Wagenknecht hier nicht zu wählen ist? Oder? Eben nicht. Also in der Stadt, aus der ich komme, hängen 54 Plakate von der Partei BSW und auf keinem ist die Frau Wolf zu sehen. Deswegen denke ich schon, dass viele Leute denken, oh, die Frau Wagenknecht, die habe ich schon mal gesehen, die hat schon mal was Kluges gesagt, die wähle ich jetzt. Okay. Sie haben eine konkrete Frage mitgebracht. Wer soll die beantworten? Ja, an die Frau Wolf. Warum soll ich Sie als sozialistische Kandidatin wählen und nicht den Sozialist Herr Ramelow? Ich bin keine sozialistische Kandidatin, ich bin Spitzenkandidatin des Bundes Sarah Wagenknecht. Und an der Stelle ist es auch falsch, dass wir ein Keil zwischen uns treiben lassen, weil wer Sarah Wagenknecht kennt, weiß, wofür das BSW steht und das ist gut so. Dass Sie kein Plakat von mir gefunden haben, tut mir leid. Wir haben Großflächen plakatiert und wir haben auch Plakate an Laternen sozusagen in Thüringen gehangen.
praktisch ist natürlich eine Partei, die so jung und im Aufbau ist, nicht mit den Köpfen präsent, die Sie möglicherweise sehen wollen. Aber uns geht es um die Inhalte und uns geht es um die Frage, dass es ein neues politisches Angebot in Thüringen gibt, dass es notwendig ist, dass es einen Neustart in der Politik gibt. Es gibt wahnsinnig viel verlorenes Vertrauen. Das Potenzial möchte ich gerne heben und ich hoffe, Sie da auch inhaltlich überzeugen zu können. Frau Reimann, da können Sie ja gleich darauf antworten. Hat Sie das denn jetzt überzeugt? Ich muss sagen, so eine Wahl ist ja immer eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn ich mir so einen Kandidaten anhöre oder anschaue, und da muss ich sagen, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind keine sozialistische Kandidatin, dann muss ich sagen, dann haben auf den Wahlplakaten haben Sie sich die falsche Kandidatin rausgesucht, weil die Frau Wagenknecht ist eine Sozialistin, die Richtung Kommunismus geht. Und dann muss ich sagen, die Glaubwürdigkeit von Ihnen ist die gleiche, die die Sozialisten bis 89 hier für mich gehabt haben, die in Thüringen regiert haben. Und deren Politik hat die Menschen sehr unglücklich gemacht. Okay, das halten wir mal so fest. Jetzt sind 2 Namen angesprochen worden. Ich glaube, es gehört sich dann auch noch mal nachzufragen. Ja, wir gucken noch mal vor allem nach bei Bodo Ramelow, denke ich mal. Also die Frage, inwiefern jetzt das BSW eine sozialistische Partei ist oder nicht, möchten wir, glaube ich, heute Abend hier nicht klären. Das machen wir in einer anderen Sendung. Wir alle wissen natürlich, dass Sarah Wagenknecht von der kommunistischen Plattform kommt und bei den Linken ausgetreten ist, weil sie nicht mehr links genug waren. Aber es geht jetzt, wir sind fast zu Ende mit unserer Sendung heute. Ja nicht um das Thema, sondern das machen wir noch bei der nächsten Sendung, vielleicht direkt nach der Wahl der Ramelow. Nochmal zu Ihnen. Viele Wähler haben wirklich bislang die Person Bodo Ramelow gewählt. Sie sind der beliebteste nach wie vor. Bei der Direktwahl werden es 47%. Sie gewählt und nicht die Linke gewählt. Sie haben gesagt, wenn Sie Ihr Direktmandat holen, dann setzen Sie sich noch mal in den Landtag. Gilt das auch oder würden Sie das auch machen, falls es das Direktmandat nicht wird, über die Liste der Linken nochmal? Ich stehe ja auf Platz 1 auf der Liste und das können sich ja alle merken. Wenn Sie den Wahlzettel nehmen, der erste Name ist meiner. Also, und da hat man in Erfurt in einem Wahlbezirk zweimal das Kreuz, weil zweimal mein Name da steht. Das ist überschaubar. Und die Frage ist, für was trete ich im Moment ein? Ich sage, für eine Mehrheitsregierung, die demokratisch eine eigene Mehrheit braucht. Deswegen ärgere ich mich, dass in ganz Deutschland über Thüringen so geredet wird, als wenn wir ein untergehendes Land wären. Und ich kämpfe für die 70% plus, weil ich ganz deutlich sage, die nächste Landesregierung muss eine Mehrheitslandesregierung sein und sie muss eine demokratische Mehrheit im Parlament haben. Und ich werde alles dafür tun, dass der die meisten Stimmen hat, bei den demokratischen Parteien, dass der ganz deutlich die Gespräche beginnt. Ich werde ihn unterstützen, falls ich es nicht bin. Ich werbe natürlich für den Auftrag. Ganz klare Ansage. Ihr Beifall. Ja. Heute Abend in dieser Sendung. Ja, Lars, wir haben noch 2 Minuten, weil wir schnell noch mal fragen. Ich würde gerne einfach bei Frau Köster, wir haben genau, mit angefangen. Und es ist eigentlich ein guter Brauch, immer auch so zu schließen, wie man begonnen hat. Sie haben uns ja am Anfang der Sendung ganz gut auch mit ins Thema genommen. Ich würde Sie gerne am Ende dieser Sendung fragen wollen, was hat Sie denn heute Abend überzeugt und was vielleicht weniger? Ja, also im Großen und Ganzen bin ich informiert über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien. Gut, es wäre in mancher Hinsicht etwas präziser gewesen. Ich hätte nur einen Wunsch an alle Parteien, die sich aufgestellt haben und die eventuell dann auch gewählt würden. Wenn die Wahl vorbei ist, setzen Sie sich zusammen. Gehen Sie zum Teil von Ihren Ansprüchen zurück und setzen Sie in Thüringen eine vernünftige Landesregierung, die das Land vorwärts bringt, auf die Bühne. Das würde ich mir wünschen von allen, die hier dastehen.